Junge, 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 ich bin doch noch gar nicht richtig fertig. Was ist denn hier los? Der Beifang macht mich völlig fertig. CMA CGM Constanza, gerade als Abgänger. Ja. Ich stehe am Bubendei-Ufer und es verspricht ein richtig toller Tag zu werden. Das Wetter ist großartig, aber jetzt greifen wir erstmal das ab, was wir hier als Frühstarter haben. Und gleich bin ich dann auch irgendwann bei euch im Chat. Da hinten kommt nämlich noch die Callisto mit Fairplay 96 hinten dran. Hier die CMA CGM Constanza, ein Saugbagger ist unterwegs. Von links kommt gleich die Capsan. Ach, wie heißt sie denn? Nee, nicht Laurentio. Lucifer, nein. Also auf jeden Fall ist sie noch rot lackiert in Hamburg-Süd-Farben. Und ich glaube, dass sogar noch Hamburg-Süd draufsteht. Und dann kommt nachher tatsächlich das größte Containerschiff der Welt. Oder zumindest eins aus der Baureihe der größten Containerschiffe der Welt. Hat noch ein paar Schwesterschiffe. Also da ist einiges los. Und dann haben wir, glaube ich, noch zwei weitere kleinere Abgänger. Leute, das wird ein Dollar-Stream. Oh, das wollte ich eigentlich in groß haben, das Bild. Von rechts kommt die Callisto. Und ja, wenn ich das richtig vernommen habe, ist auf Fairplay 96 der Philipp gerade drauf. Fairplay 95 ist in der Werft, in der Norderwerft. Philipp jetzt gerade auf der 96. Und ja, Trottel Paddy hat es geschafft, dass die Schleppercam nicht funktioniert, denn das muss erst für 4K noch eingerichtet werden, sonst hätten wir jetzt heute eine Schleppercam gehabt. Verdammte Axt aber auch. Außerdem ist da noch ein Schwimmkran unterwegs. Leute, was ist denn hier los auf der Elbe? Ist ja schon wieder Eskalationsstufe hoch 12. Ja, Callisto scheint gar nicht rauszugehen. Das sieht so aus, als ob die nur verholt wird. Das ist alles schon wieder zu viel für mich auf einmal. Geht der Blutdruck gleich wieder in die Höhe. Ja, es ist in der Tat richtig Betrieb. Und eigentlich hatte ich mich auf ein schön entspannten Streamstart um 15 Uhr eingestellt. Und dann kommen hier plötzlich aus allen Ecken irgendwelche Schiffe raus. Totale Frechheit. Wir wollen noch mal gucken, was der Kran da geladen hat. Das ist eigentlich immer eine ganz interessante Geschichte. Also irgendwas hängt da am Haken. Jetzt müsst ihr mir wieder helfen mit euren großen Bildschirmen, ob ihr in irgendeiner Form erkennen könnt, was da dran hängt. Oder ist das Ladegeschirr nur gesichert durch die Seile, dass das nicht durch die Gegend poltert? Ist da noch gar nichts drauf? Holen die vielleicht jetzt gerade irgendwas von irgendeinem Schiff? Ich kann es leider nicht erkennen.
Und Prominenz ist auf dem Ponton. Anja will weg, ist auch wieder unterwegs. Ja, ihr meint auch, ist leer. Also höchstwahrscheinlich haben die das Ladegeschirr da einfach ein bisschen gesichert. Oder es ist etwas ganz, ganz, ganz Flaches. Vielleicht einfach eine Stahlplatte, eine Bordwand oder sowas. Mensch, wie hieß denn diese Cup jetzt hier? Verdammte Hacke, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Cup. Lazaro. Lazaro, nicht Lazaro, da denke ich immer an Diablo irgendwie, an Lazarus. Ja, mit meinem auch, ist nur gesichert, keine Ladung dran. Super. Heiko fragt nach dem 24/7-Stream. Ja, den musste ich in der Tat, musste ich den erstmal offline nehmen, weil der uns ein bisschen Ärger auf dem Server gemacht hat. Der hat ein bisschen viel Ressourcen gezogen, gerade dann, wenn ich jetzt hier in 4K streame. Also ja, bis ich da eine Lösung für habe, erstmal bis auf Weiteres offline. Oh, da ist die erste Aufregung weg. Callisto verholt nur. CMA CGM geht gerade raus. Und wir sehen dann auch noch Mare Frisium ist auch unterwegs. Und da hinten ganz klein am Horizont schon die Cap San Lazaro. Und wenn ich das richtig gesehen habe auf der Cuxhaven Cam, hat die noch ihre Hamburg-Süd-Lackierung. Ach so, falsch rum die Kamera. Ja. Ich wollte doch mal Hallo sagen. Mensch, ihr Lieben. Schön, dass ihr schon wieder dabei seid. Hier bei Hamburg Hafen Live. Es ist ein bisschen holter die Polter, aber irgendwie gewöhnt man sich da ja auch dran. Ne? Leute, wir haben bestes Wetter. Ich sehe hier gerade eine Windstärke 3 auf den Wetterdaten, was ungefähr 8 Knoten entspricht. Vom Wasserstand haben wir auflaufendes Wasser. Wir haben einen St. Pauli-Pegel von 3,91 Meter und die Strömung beträgt aktuell ja, ganze 50 Zentimeter pro Sekunde. Also alles ganz entspannt. Wasser läuft auf. Es ist Flut, wir haben super Schiffe. Es ist kaum Wind. Also es verspricht wirklich ein richtig, richtig schöner Tag zu werden. Gut. Schön, dass ihr schon da seid. Oh, jetzt muss ich erstmal die Kamera hier wieder. Ach, ich kann sie einfach umdrehen. Schön, dass ihr schon da seid. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Moment. So. Also da hinten sehen wir sie und ja, wenn ich das richtig sehe, ist es tatsächlich eine der letzten Überbleibsel von Hamburg Süd, noch in Rot lackiert mit der Hamburg Süd Lackierung, gehört zu der sogenannten Cap-San-Klasse, die ja 2013 in Dienst gestellt wurde. Allerdings ist das hier ein Nachzügler. Die ersten Schiffe wurden alle 2013 gebaut und dann gab es noch mal, glaube ich, eine Handvoll Schiffe, die nachträglich bestellt wurden. Die wurden auch auf einer anderen Werft gebaut. Die wurden dann 2015 in Dienst gestellt, haben ein bisschen mehr Kapazität. Die ursprüngliche Cap-San-Klasse hat 9.600 Toy, die hier hat, glaube ich, hat knapp über 10.000 Toy. Und ja, also wahrscheinlich eine der letzten Schiffe aus dieser Cap-San-Klasse.
Da haben wir jetzt erstmal Captain Igloo. Ja, Wind kommt aus südwestlicher Richtung. Das heißt, wenn wir noch ein Beluga reinkommen haben, und ich glaube, da sind 2 auf der Liste, dann sollten die auf jeden Fall über die Elbe reinkommen. Das heißt, kann sein, dass wir da auch noch beluga-technisch ein bisschen was vor die Kamera bekommen. Ach, Torben ist auch da. Ja, Torben schreibt, gehört zu der Valparaiso-Klasse. Die ganze Cap Sun-Klasse und die Valparaiso Express-Klasse, das waren, ich weiß gar nicht, ob sie es bis heute noch sind, aber das waren seinerzeit, 2016 wurde ja die erste Valparaiso Express in Dienst gestellt, und zu der Zeit waren das die größten Kühlcontainerschiffe. Ich glaube, die Valparaiso Express-Klasse kann etwas über 2000 Kühlcontainer, die Cap Sun-Klasse auch. Bei den neueren Schiffen, also zum Beispiel hier die Cap San Lazaro, da hat man zwar die Gesamtkapazität an Containern ein bisschen erhöht, aber man hat die Anschlüsse für Kühlcontainer reduziert. Das heißt, sie kann nicht mehr ganz so viele Kühlcontainer transportieren. Ja, das größte Containerschiff der Welt ist hier die Frage, wann soll die kommen? Also die ist hinter der Cap San Lazaro, da könnt ihr gerne mal im Wesselfinder gucken. Ich denke mal, die ist so circa eine Stunde dahinter. Und ja, die ist von den Ausmaßen jetzt gar nicht größer als die anderen 400 Meter Schiffe, die wir hier so kennen. Hat also auch eine Länge von 400 Metern, hat 61 Meter und ein paar zerquetschte. Aber man hat das halt so gebaut, dass da halt ein paar Container mehr drauf passen, und die kann, glaube ich, 24.300... Ach, lass mich lügen, 360 Container transportieren. Und nee, 24.300, so ist es. 24.300 und ein paar zerquetschte. Und damit hat sie halt ein paar mehr als die anderen. Also größtes Containerschiff der Welt, jetzt nicht unbedingt optisch, aber zumindest was die Staukapazität an Containern angeht. Ja, Höhe von Stader Sand ist sie, meldet ihr. Jetzt haben wir erstmal einen kleinen Moment Zeit hier. Ach, wer kommt da denn? Wer kommt da denn? Was ist denn das für ein Treff hier? Moin. Ganz unerwartet hier. Ganz ne? Elas hier. Ja. Hallo, moin. Moin. Hallo, moin. Ja, ihr Lieben, halb Elas ist gerade hier. Claudia, Leon und Ian war das, ne? Genau. Ja, guck. Was macht ihr denn hier? Wir werden hier im Lehrgang. Ach, Lehrgang hier bei den Lotsen. Ah, okay, ja, cool. Sehr cool. Ja, wie heißen wir dann einmal, wenn wir fertig sind? Sicherheitsfahrgast? Sachkundiger in der Fahrgastschifffahrt. Ja, genau. Ah, okay, okay. Da brauchen wir einen an Bord, und von daher müssen wir da jetzt alle hin, 3 Tage. Okay. Ja. Bist du Sonntag dabei, Leon? Ich bin Sonntag dabei, ja. Okay. Mit Claudia. Ja, Claudia fährt uns, also wird eine gute Runde. Könnt ihr euch schon mal merken, ich habe es ja schon ein paar Mal angeteasert, Sonntag Fleetfahrt mit Claudia durch die kleinen Kanäle. Start ca. 14:30 Uhr. Kommt ihr auch mit? Der muss ja arbeiten. Also irgendeiner muss ja Anita fahren. Genau. Ja. Jendrik, nee, einen Kreuzfahrer haben wir heute nicht da. Der geht heute nicht raus.
So, da kommt die Harburg. Jo, und wenn ich richtig gucke, ich meine, es ist gerade eine Gelegenheit, die Kamera einmal umzudrehen. Gib mir eine Sekunde. Aber da hinten haben wir noch ein rotes Schiff. Leute, Leute, hier ist ja richtig was los. Da kommt noch eine alte Hamburg Süd. Und dahinter kommt das größte Containerschiff der Welt. Ein Evergreen. Nee, MSC. Ja. Ist aber trotzdem nur 400 Meter, 62, kann aber ein paar Container mehr transportieren. Bitte? Loreto heißt sie. Loreto oder Loreto, glaube ich. Das müsste ein Erstanlauf sein, ja. Soweit ich weiß, ja. Ich muss mal mein Gehirn, den Chat fragen, die wissen das immer alle. Ist das ein Erstanlauf, ihr Lieben? Ja, das ist Frederik, der da rausgeht. Und da sehen wir auch schon ein Schleppi von Fairplay. Der wird wahrscheinlich unterwegs sein zur Cap San Lazaro. Ja, die hat sogar noch Hamburg Süd draufstehen. Also voll retro. Ja, außerdem haben wir noch als Abgänger um 16:30 Uhr die NYK Demeter drin stehen. Um 17:30 Uhr geht auch noch die Hyundai Tokyo raus. Ja, natürlich. Nichts Böses Art. Aber hätten wir auch eigentlich wissen können, dass wir bei den guten Wetter hier Ja, stehen, Buddy. wir können auch einmal hier in die Kamera winken, alle. Guck mal hier, das ganze ELAS-Team. Ja. Ach da. Und falls ihr Bock habt auf eine ELAS-Barkassenfahrt, wir haben jetzt einen eigenen Gutscheincode. Ich habe ihn nur vergessen, ich glaube HHL10 war es. Genau. HHL10. Großbuchstaben. HL10. Ist Groß- und Kleinschreibung wichtig bei den Gutscheincodes? Ja. Weil HHL wird groß geschrieben, Okay. ne? Dein Kanal, oder? Ja. Deswegen halt, Nein, das groß ist nur aber- wichtig, wenn man das eingibt und sich dann wundert, warum es nicht funktioniert. Aber klar, macht natürlich Sinn. mit Großschreibung funktioniert es auf jeden Fall. Okay, also Großschreibung geht auf jeden Fall. Und wer am Limit lebt, probiert es mit klein aus. Ja. Genau. Ja, bis hier raus kommen leider die Hafenrundfahrten selten. Also meistens ist natürlich dann Waltershof so der interessante Bereich, wo ihr immer abbiegt. Ne? Also hier draußen ist eigentlich jetzt für Eher euch... für Charterfahrten oder Hochzeit Ja. oder sowas, ne? Dann fahren wir immer weiter raus. Aber sonst eher nicht. Kommt ja noch. Ja, dann Kann man auch klein schreiben. kann man auch klein schreiben. Hat Leon gleich mal ausprobiert. Sehr gut. Ja, was mir einfällt, wir sollten eventuell noch mit Schilder.
Ja, und während wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, die Hamburg Süd, die ist ja noch ein bisschen entfernt. Wir gucken uns ein bisschen Frederik an. Dann haue ich mal ein paar Dankeschön raus an den Volker Goret. 5 €. Das verspricht ja wirklich fantastisch zu werden. Er sagt für 2 neue Eissorten, Pommes und Senf. Dankeschön. Das Unix ist im 6. Monat dabei und Ergoline im 7. Monat, jeweils mit dem Sub bzw. mit dem Prime Sub. Danke ihr beiden. Gigi ist mit 2,49 Superchat dabei und sagt, TV 19 Uhr gibt es noch einen Mehrwert auf BR. Sicherheit Hafen. Okay, ein Programmtipp. Programmtipp, das war das Wort. Captain Grabak, 111 Bits. Moin, mein Lieber. Hansi, 2,49 und Anja Garlik mit 2 Euro aus Wasserburg. Ich danke euch vielmals, ihr Lieben. Ja, außerdem haben wir heute Saisonauftakt für den Halunderjet. Aber ich glaube, der kommt fahrplanmäßig immer erst so gegen 8:30 Uhr rein, ne? Abends. Das könnte dann doch ein bisschen spät sein. Das könnte dann hier Fairplay 96 sein mit Philipp und Schrauber Niki an Bord. Mensch, man muss die Kamera natürlich auch mitführen. Ja, ich bin echt ein Trottel. Wir hätten heute so schön die Schleppercam gehabt. Und wegen 4K muss ich erst noch einmal zu Philipp hin und was ändern und ihm das erst zeigen. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Rotes Schiff von rechts, rotes Schiff von links. Subi. Sollte ich mal machen. Frederik, die ihr hier im Bild seht, ist übrigens Baujahr 2005. Hat eine Länge von 155 Metern und ist 25 Meter breit. Möchte jetzt nach Litauen, nach Klaipėda. Baujahr 2005, hatte ich glaube ich schon gesagt, ne? Und hat eine Kapazität von 1223 Toy. So, jetzt will ich mal hier rüber. Guck mal, Fairplay 96 mit der ganzen Gang, macht einen kurzen Abstecher. Kommen einmal hier vorbei und sind auf dem Weg zur Cap San ich kann den Namen mir nicht merken. Ich will immer Lazarus sagen. Lazaro, ne? Ich
glaube, die wollten gerade für einen 360 ansetzen, aber es ist gerade... Doch, machen Sie, machen Sie! Ich wollte gerade sagen, es ist viel los. Die Lotsen kommen noch von hinten. Jawohl! Die Lotsen denken sich wieder, was machen die da? Sensationell! Einen lieben Gruß an die Fairplay Crew. Vielen Dank, ihr Lieben, und dann bis gleich mit der Hamburg Süd. Ich finde, wenn die dann richtig Gas geben, dann sieht man immer, wie viel Kraft die haben, ne? Wenn die so richtig so ein bisschen eintauchen ins Wasser. Ihr nehmt die, ne? Ja, ihr Lieben, wir sehen uns am Sonntag, wir freuen uns schon. Ja, wir uns auch. Und das wird richtig cool. Ja. Dann komm gut zurück. Ja, dir noch viel Musst du gleich noch fahren? Oder Feierabend für heute? Ja. Okay. Morgen darf man voll fahren, Praxisstufen und dann anschließend fahren. Alles klar. Gut, ihr Lieben, bis dann. Tschüss. Aber es mangelt ja heute auch nicht an Vielfalt, während uns die Fähre hier vor die Kamera fährt. Nein, sie fährt uns hier voll vor die Kamera. Ich wollte euch doch noch hier... Oh Mensch, da hinten ist doch gerade noch was Interessantes. Hier, guckt mal da durch. Ja, das wird nichts. Jetzt bin ich aber voll eingekesselt hier. Komplett. Na gut, da sehen wir wenigstens die Frederik ein bisschen unscharf im Hintergrund. Ach guck, Michi ist an Bord. Michi, der Drohnenpilot, hat gerade gewunken. Der ist wahrscheinlich gerade unterwegs ja, zum Elbstrand. Der lässt sich die Schiffe heute auch nicht entgehen. So. Tschüss! Elas Team weg, Frederik da. Was für ein Timing. Ja Mensch, Peter hat auch Zeit. Peter, der ja sonst immer schwer beschäftigt ist, aber der Gute, den hat es leider ausgenockt, liegt gerade im Krankenhaus. Aber alles gut überstanden, kleine OP gehabt, also hat jetzt immerhin Zeit, hier mal ein bisschen reinzugucken. Peter, ganz, ganz liebe Grüße und Genesungswünsche hier von der Elbe. Ich bin mir sicher, dass er schon wieder Hummeln im Hintern hat. Und ich gehe davon aus, dass sie ihn früher entlassen, weil es einfach für das Personal nicht erträglich ist, wenn Peter raus will zum Fotografieren. Und da im Hintergrund sehen wir sie. Eine echte Rarität.
Und was wir daneben haben, ist dann auch noch die Mare Frisium, die gerade wieder reinkommt. Schönes altes Segelschiff, kann man mieten für Events hier in Hamburg. Ich glaube, das geht über Nord-Event. Habe ich auch schon mal Hochzeit und so Firmenfeiern drauf fotografiert. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Die AIDA Sol ist übrigens am Samstag wieder da, weil ich gerade die Frage sehe, zusammen mit der AIDA Nova. Und wir spekulieren ja ein klein bisschen darauf, dass die Callao Express auch am Samstagabend reinkommt. Die ist, glaube ich, noch in Rotterdam oder ist vielleicht schon losgefahren, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, mit Torben an Bord. Und Torben hat versprochen, wenn sie hier zu einer halbwegs christlichen Zeit reinkommen, dann wird er den Typhon-Knopf höchstpersönlich drücken. A380 incoming. Dann sage ich noch mal ein Dankeschön an Petra für 5 €. Der Oberweser verschenkt eine Mitgliedschaft. Carmen X ist seit 9 Monaten dabei. Grüßt auch noch mal Peter im Krankenhaus. Kirsi 3 ist seit 14 Monaten dabei und auch am Hafengeburtstag wieder mit an Bord. Christoph Kuhlmann, 13 Monate dabei. Fluggesellschaft lässt Prime Sub da. Herzlichen Dank, Thomas. Schön, dass du auch da bist. Dann haben wir den Sönke mit 5 €. Und, oh, er sagt, dachte ich, er sieht mich im Rüschpark. Ja, das wäre die andere Option gewesen. Rüschpark, Bubendei, die beiden stehen eigentlich immer zur Auswahl. Und der Erhard lässt auch nochmal 2 € Superchat da. Ganz, ganz lieben Dank, Leute. Typhon, einmal Ohr zu halten. Ach, das ist halt immer so eine Gratwanderung. Rüschpark oder Bubendeiufer. Rüschpark ist natürlich der Vorteil, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass man die Fähren nicht vor der Nase hat. Am Bubendeiufer hat man aber den ganz großen Vorteil, dass man die Schiffe schon viel, viel eher sieht. Also man kann viel, viel weiter gucken. Im Rüschpark, da hat man halt immer die Spundwand vor der Nase. Und wenn ihr mal schaut, da im Hintergrund, da haben wir auch schon die MSC Loreto. Oh, und da sehen wir richtig viel Aufbau. Also das größte Containerschiff der Welt hat garantiert nicht die meisten Container geladen. Aber gut, das ist eh so eine Hamburg-Geschichte. Aber ein schönes Bild jetzt hier, oder? So ein Traditionssegler und daneben die Hamburg Süd. Da müsste doch dem einen oder anderen von euch das Herz aufgehen.
Im Rüschpark ist auch das Schöne, dass man die Schleppermanöver teilweise etwas besser beobachten kann. Dafür ist man hier wieder etwas näher am Drehmanöver dran. Also schwer zu sagen, was besser und schlechter ist. Ganz schwer zu sagen. Ja, Thomas fragt auch noch mal, ob Rouge-Park für Flugzeuge besser ist. Ja, auf jeden Fall. Denn hier hast du natürlich immer das Problem, dass in dem Moment, wo der Beluga kommt, du davon ausgehen kannst, dass dir eine Fähre vor die Nase fährt. Und am Rouge-Park bist du halt noch mal ein bisschen näher dran. Du hast eigentlich noch mal einen etwas schöneren Winkel. Also Thomas, wenn du mal hier auf diese Seite möchtest, wenn du sagst, du willst mal ein bisschen kombiniert Schiffe und Flugzeuge streamen, dann würde ich dir Rouge-Park oder vielleicht sogar den Roten Turm mal empfehlen. Ich glaube, den kann man sogar von hier sehen, diesen roten Aussichtsturm. Da. Nee, doch nicht. Nee, das ist nicht der Turm, der ist hier hinterm Dalben. Oder? Ne, kann man leider nicht sehen. Oh, hier schön. Mare Frisium mit der Hamburg Süd. Leute. Herrliche Bilder. Oh, das ist doch wohl mal ein Foto wert, würde ich sagen. Ganz schön flott die Mare, oder? Na? Wie kann man mit so wenig Segel so schnell sein? Hüstel, Hüstel. Und ab geht's in die Vergangenheit. Hamburg Süd, 2017 von Maersk übernommen. Seit 2023 sind weitestgehend auch alle ehemaligen Hamburg Süd-Schiffe in Maersk-Farben lackiert, wurden teilweise auch umbenannt. Aus Cap Sun wurde dann meistens Maersk Sun irgendwas. Und das hier ist wirklich eine der allerletzten. Irgendwer hatte in meinem Chat gesagt, dass es noch 3 oder 4 Schiffe gibt mit der alten Lackierung. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Die Cap San Lazaro. Ja, ich mache ein paar Fotos, aber die darf gerne fürs Foto noch etwas näher kommen. Ich würde fast sagen, was Containerschiffe angeht, das Highlight heute, oder? Was meint ihr? Oder ist es die MSC Loreto, das größte Containerschiff der Welt, was dann im Anschluss hier durchkommt? Ralf hat gegoogelt, was das größte Containerschiff der Welt ist. Ralf, ja, die MSC Michel Capellini ist halt baugleich mit der Loreto, ne? Muss halt immer gucken, es gibt immer Schiffsklassen und Michel Capellini, MSC Loreto, MSC Irina und es gibt, glaube ich, noch 2 oder 3. Die sind halt alle extrem nicht extrem, sondern die sind halt baugleich.
Und deshalb gibt es nicht das eine größte Containerschiff der Welt, aber es macht sich in der Überschrift natürlich extrem gut, wenn man schreibt, man hat den Stream mit dem größten Containerschiff der Welt. Wenn ihr das mal googeln möchtet, dann sucht mal nach MSC Irina-Klasse oder MSC Irina-Typ. Da gibt es, glaube ich, einen Wikipedia-Eintrag mit einer Auflistung der Schiffe. Oh. Guck mal, jetzt kriegen wir auch noch wunderbares Licht hier. Och, dass ich das noch mal als Foto bekomme. Ich kann euch jetzt allerdings nicht sagen, ob es eventuell innerhalb dieser MSC Irina-Klasse vielleicht dann doch leichte Schwankungen gibt. Wir kennen das ja von den Evergreen-Schiffen, die Ever A-Klasse. Da gibt es ja, glaube ich, 12 Schiffe und die wurden dann teils in China und teils in Korea gebaut. Und da gibt es dann innerhalb der Klasse dann nochmal kleine Größenunterschiede von ein paar Containern. Ich habe dazu allerdings nichts gefunden jetzt bei dieser MSC Irina-Klasse. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was bedeutet größtes Containerschiff der Welt? Ist es jetzt rein von den Dimensionen her? Dann würde ich nämlich sagen, gibt es sogar welche, die minimal größer sind als die MSC Irina-Klasse. Denn die hat, glaube ich, eine Breite von 61,3 Meter. Und es gibt welche, meine ich, die dann schon die 62 Meter erreicht haben. Jetzt kommt von rechts noch ein kleiner Flieger rein. Kein Beluga, aber möchte auch zur Airbus. Moin. Zack. Da hatte jemand was dagegen. Da kommt die Hamburgensie wieder mit dem A380 ins Bild. Leute, flugzeugmäßig ist hier ja wieder richtig was los.
Also die Schiffe, die gleiten hier relativ lautlos in den Hafen. Man hört ein bisschen was, wenn man genau hinhört, aber das Ganze drumherum, zum Beispiel die Fähren und so, die machen deutlich mehr Geräusche als jetzt so ein Containerschiff. Das gleitet hier in der Tat relativ entspannt rein. Bisschen Turbulenzen der Flieger. Ist natürlich ein Maersk-Schiff, geht zum Eurogate, ganz hinten an die letzte Position, ganz hinten rein. Nein, Bernhard, das ist jetzt noch nicht das größte Schiff. Das kommt noch. Oh, jetzt können wir noch mal hinten auf die Jungs gehen. Fairplay 96 hat angespannt. Ja, also man ist hier am Bubendai-Ufer ein bisschen mehr in der Action. Rüschpark hat man ein bisschen mehr Übersicht. Ist natürlich auch schöner, wenn man das Schiff wirklich lange Zeit frei filmen möchte. Mann, Leute, was ist denn bei euch schon wieder los? Fettes Dankeschön geht raus an Mirko für 14 Monate Fischmarkt. Marc, 2,49 €. Erhard ist auch seit 4 Monaten dabei. Andreas Westphal ist 5 € da. Kundero 117 ist 13 Monate. DJ Sven Kinder 5 Monate dabei. Guido lässt 2,49 € da. Und der Meister der Buchstaben ist mit 200 Bits dabei. Frank Borchert, 20 Monate. Dann haben wir den Han, der jetzt neu dabei ist bei uns auf dem Fischmarkt. Han, ganz, ganz lieben Dank. Thomas Mittelfranken, seit 13 Monaten. Dann haben wir Brigitte, die 2 € da lässt. Thorsten bleibt hier. Thorsten bleibt hier, liebe Grüße an dich. 2,49 €. Rudi 16 mit 5,99 €. Chrissy mit 2 €. André G mit 2,49 €. Und ich Ela ist seit 14 Monaten dabei. Ein ganz fettes Dankeschön, ihr Lieben. Volker hat nochmal nachgeguckt und sagt, die Irina-Klasse-Schiffe können alle jeweils 24.346 Toy laden. Die sind dann also wirklich exakt baugleich. Nicht wie zum Beispiel bei der Ever A-Klasse. Die sollten den Kai mal verlängern, damit ich besser filmen kann. Ja, also hier so einen kleinen Extra-Ponton. Den würde ich mir schon gefallen lassen. Hätte ich jetzt echt Bock drauf. Oh, ist das nicht schön? Oh Mann, ich muss doch noch ein Foto machen hier, wie das Ding da reinfährt.
Herrlich. Ja, was will man mehr? Bei dem Wetter, Sonnenschein, kaum Wind, was hatte ich vorhin gesagt? So eine 3 hatte der Windanzeiger angesagt. Wirklich nur ein laues Lüftchen, gerade auflaufendes Wasser. Also Leute, wettermäßig brauche ich nicht viel mehr. 4, 5 Grad mehr und dann kann das von mir aus auch stehen bleiben. Dirk fragt, ob die vorwärts reingeht. Dirk, die wird wahrscheinlich rückwärts reingehen, nur die ist ja nicht ganz so lang. Die Capsan Lazaro hat eine Länge von 330 Metern, 333 Metern. Und das Schiff können Sie im sogenannten Parkhafen drehen. Das ist ja dieses Becken vor Waltershof. Das heißt, da fahren Sie jetzt vorwärts rein und dann drehen Sie da. Dann muss die Elbe nicht extra gesperrt werden. Nur die ganz Großen, für die ist nicht genug Platz in dem Becken vom Parkhafen, die müssen Sie dann draußen auf der Elbe drehen. Wie gleich wahrscheinlich auch die MSC Loreto, die ich da hinten schon am Horizont sehe. Ach, und im Hintergrund haben wir auch noch ein bisschen Fiederbeifang. Ein blaues Schiff. Ja, und dann ist sie jetzt gleich auch weg. Also eine der ganz, ganz wenigen letzten Gelegenheiten, ein Hamburg-Süd-Schiff und auch noch mit Hamburg-Süd-Schriftzug zu sehen. Ich meine, sie hätten bei einigen von den Schiffen den Schriftzug übergepinselt, sodass die zwar noch rot sind, aber nicht mehr Hamburg-Süd draufsteht. Christian fragt, wieso denn die Farbe von den Schiffen immer weg ist. Christian, das hat natürlich verschiedene Gründe. Bei diesen Schiffen hier, die ja viel im Südamerika-Dienst unterwegs ist, da ist es halt tatsächlich so, dass die oft einige Spuren vom Panama-Kanal mitbringen. Panama-Kanal mit den ganzen Schleusen ist dann doch eine sehr enge Angelegenheit und da holen die sich dann doch so ein paar Rallye-Streifen ab. Also viele der Kratzer an der Seite sind dann halt vom Anlegen, Ablegen von irgendwelchen Manövern. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass diese Schiffe halt ja, seit Jahren auf den Weltmeeren fahren. Salzwasser, Wetter und so weiter. Und dann ja, bleicht das natürlich alles sehr, sehr schnell aus und ist dann nicht mehr ganz so hübsch wie dieser Fieder hier. Das Blau sieht in der Tat sehr gepflegt aus. Mal gucken, wenn die näher kommen, ist das ja manchmal ein bisschen anders. Moin! Ja, und was ich sagen muss, was mir am Bubendai-Ufer auch gut gefällt, ist, dass es einfach zu erreichen ist. Also hier trifft man immer Leute, hier sind immer noch einige andere Fotografen unterwegs. Also Bubendai-Ufer ist ein sehr geselliger Platz. Rüschpark ist natürlich auch nicht wirklich schwer zu erreichen, aber dann doch mit einmal umsteigen mit der Fähre. Und Rüschpark ist immer deutlich weniger los als hier am Bubendai-Ufer. Sag mal, ich muss erst mal fragen, hatten wir heute wieder Aussetzer im Stream, als das große Schiff kam? Zumindest hat keiner von euch geschrien. Vielleicht hat ja die Maßnahme was getan. Richtig, Schiffe brauchen Patina. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. So.
wer ist denn das eigentlich? Könnt ihr den Namen lesen? Ah ja, hier schreibt es gerade jemand. Die Empire ist das. Der Porsche-Fan, danke dir. Dann kommen wir doch mal unseren Pflichten nach und schauen mal, was wir bei der Empire an Daten haben. Baujahr 2009, das gute Stück. 170 Meter lang, 26 Meter breit, möchte gerne nach Helsinki fahren und hat eine Kapazität von 1400 Toy, fährt unter der Flagge der Niederlande. Ist das eine niederländische Reederei? Helft mir gerne. Also, ihr schreibt, ihr habt nichts gemerkt mit Aussetzern. Ah, guck, dann hat das vielleicht, ja, hat das vielleicht schon wieder mal eine kleine Fehlerquelle gefunden. Dann war das nämlich nicht das Mobilfunknetz, was rumgezickt hat. Tim, die Hamburg Süd hatten wir doch voll drin, oder? Haben wir doch eben, als sie hier von der anderen Seite kam, haben wir die doch voll drauf gehabt. Von der Seite kriege ich sie nicht drauf. Wenn die hier vorbeifahren, von der Seite, diese großen Containerschiffe, das ist echt schwer. So viel Weitwinkel habe ich leider nicht. Da bräuchte ich ja schon ein Fischei. Genau, To-Do-Liste um einen Punkt reduziert. Es sind jetzt nur noch 72.395. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn man so ein technisches Problem, was einen richtig nervt, plötzlich findet und lösen kann. Spider Murphy fragt, was es mit den unterschiedlichen Bugformen bei den Schiffen auf sich hat. Ja, das hat natürlich einmal gewisse hydrodynamische Gründe. Dann hat das teilweise was mit Wind und Windschutz zu tun. Teilweise sind es aber auch so pragmatische Dinge, dass manchmal der Bug sehr hochgezogen wird, damit die Crew, wenn sie vorne auf der Station arbeitet, einfach vom Wetter geschützt ist. Also deshalb sind die teilweise dann so ein bisschen überbaut. Also der untere Teil des Bugs, ob da jetzt ein Wulstbug ist oder ob das ein gerader Steven ist, das hat natürlich viel mit, ich wollte gerade sagen, Aerodynamik. Im Fall von Wasser ist es natürlich Hydrodynamik, hat damit zu tun. Und ja, alles, was dann außerhalb des Wassers ist, hat natürlich nichts mit dieser Hydrodynamik zu tun. Das sind dann teilweise eher praktische Gründe in der Bauform. Hat teilweise auch was damit zu tun, dass man vielleicht im Laufe der Jahre ja, einfach die Schiffe dann vielleicht noch mal ein bisschen umkonzipiert und dadurch dann noch ein paar Container mehr stauen kann. Also die Gründe sind vielfältig. Im Detail für das einzelne Schiff kann ich es euch dann aber ehrlich gesagt auch immer nicht sagen. Ja, genau.
Die Spenden waren nicht für Fischeis, sondern für ein Fischei-Objektiv. Ja. Einmal Tiefgangskontrolle, die Skala, die sogenannte Arming. Was lesen wir denn da ab? 70, 6,80 Meter, kommt das hin? Jetzt hat es kurz gehakt, habt ihr gesagt. War das bei der Weitwinkelkamera oder bei der ersten Kamera, muss ich jetzt mal fragen. Als ich von der ersten auf die zweite gewechselt habe, ja, das kann in der Tat sein. VB Bison im Hintergrund von der Empire möchte mit dem Feeder hier nichts zu tun haben, aber wird wahrscheinlich zur Assistenz an der MSC Loreto unterwegs sein. Aber ich hoffe, wir sprechen hier über Störungen und Aussetzer, die weit innerhalb akzeptabler Parameter sind. Also nichts, weswegen ihr hoffentlich sagt, man kann den Stream nicht mehr gucken. Also ich hoffe, ihr sagt, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Michael sagt, als die Fähre Gas gegeben hat, ja, das hat auch ein bisschen gestunken. Da würde ich als Stream dann auch erstmal kurz die Luft anhalten. Und da im Hintergrund haben wir schon die MSC. Ja, leider jetzt nicht besonders voll beladen, also. Johnny, danke dir für 8 Monate. Dann haben wir anonym 20 Euro. Hello, Tanja and Paddy. Oh, Anthony, is that you? It's anonymous. 20 Euro. What a way to have my first cup of coffee this morning. Chrissy, nochmal 2 Euro Superchat. Sensationell. Ja. Habe ich verstanden, aber ich sag's gerne. Und Hati, danke dir für 11 Monate.
VB Resolute wird auch zur MSC Loreto fahren. Ich bin mal gespannt. Standardmäßig reichen ja 3 Schlepper bei den großen Schiffen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie heute trotzdem 4 nehmen. Ich habe mir von den Lotsen mal sagen lassen, dass jeder Erstanlauf immer besonders unter die Lupe genommen wird, um genau zu gucken, wie sich das Schiff verhält, selbst wenn es irgendwie sehr ähnlich zu anderen Schiffen ist. Aber wenn ein Schiff das allererste Mal da ist, dann wird halt genau geguckt, wie das Verhalten in der Strömung ist und das Navigationsverhalten, Steuerungsverhalten und so weiter und so fort. Und wer weiß, auch wenn jetzt heute nicht besonders viel Wind ist, na schauen wir mal, ob es vielleicht ein 4. Schlepper wird, um das Ganze abzusichern. Zeit für einen Snack. Hallo. Dankeschön. Danke, danke. Die Süd habe ich verpasst. Oh, da hast du ja fast das schönste Schiff. Ich würde ja mal sagen, das ist Schiff des Monats, zumindest Containerschiff-mäßig, die Hamburg Süd. Wieso Gegenlicht? Wir haben noch Top-Licht hier. Naja, ich hatte sie von der Fähre aus. Ach so, du warst auf der Fähre. Ah, okay. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, jetzt muss ich wegen dem Schiff muss ich heute Abend extra eine Hafenrundfahrt machen. Ja. Das muss jetzt sein. Ja, die Loreto, ja, eine halbe Stunde noch ungefähr. Nee, ich glaube nicht, dass die noch eine halbe Stunde braucht. Aber ich weiß nicht, wie schnell die jetzt ist, aber ja, 20 Minuten. Ich gucke mal nie auf die Uhr. Oh, Fide ist da, aus der Seemannsmission Altona. Fide, danke für die Info. Wir haben jetzt einen Zeitplan. Ja. Wir kommen voran. Ja, und ich kann euch sagen, die nächste Frachtschiffreise ist jetzt auch in trockenen Tüchern. Es wird wieder was passieren. Aber dauert noch ein bisschen. Erstmal fahren wir Kreuzfahrer. ,1 Knoten macht sie. Ja, für alle, die das nicht kennen, wenn ihr Knoten in km/h umrechnen müsst oder möchtet, dann müsst ihr die Knoten mit 1,852 multiplizieren. Wieder mit 84 Stufen. Nee, ich weiß gar nicht, wie viele Stufen. Ich muss mal gucken, ob das Schiff größer ist als die Skalar. Aber ich will noch nichts verraten. Es gibt immer noch, wie fast immer, gibt es so kleine Unsicherheitsfaktoren. Und ja, vielleicht muss ich alles dann noch mal ändern, umbuchen.
Und dann, ja, bin ich enttäuscht. Ihr seid enttäuscht. Und ich bin genervt, wenn ihr ständig nachfragt, warum das nicht stattfindet. Oh, der versperrt mir aber auch wirklich jeden Blickwinkel hier. Ja, den alten Schweden kann ich so gerade noch sehen. Moin. Dankeschön. Gerne. Deine Mädels? Anja war eben da. Beluga wohl noch so circa 40 Minuten, 35, 40 Minuten. Schon ein bisschen älter die Info. Und ein zweiter startet in Toulouse. Und wie kann es anders sein? Natürlich mal wieder ein Saugbagger, der ein bisschen Aufmerksamkeit möchte. Nächste Fähre im Anmarsch, Captain Igloo. Ich glaube, die MSC werden wir aber hier gleich in einem schönen Licht von der Seite bekommen. So wie die Eiseldelta, die uns hier gerade ins Bild fährt. Ja, ihr habt recht, also die MSC ist jetzt nicht so üppig beladen. Da würden also tatsächlich noch so ein paar Blechboxen draufpassen. Guck mal, da kommen doch die Girlies. Ja, da kommt. Die ganze Fotogang.
Eiseldelta, auch ein alter Bekannter hier in den Streams, ein Saugbagger. Fahrrinne muss ständig nachgebaggert werden. Und die Eiseldelta in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel wieder hier unterwegs gewesen. Wenn es nicht raucht, hat es keine Leistung. Ja, so kann man das auch sehen. Wenn es nicht raucht, hat es keine Leistung. Oh, 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 da werden euch aber die E-Autofahrer was anderes erzählen. Boah, da sieht man ja richtig viel von dem Brückenaufbau. Zeit für etwas Werbung für unseren WhatsApp-Kanal. Da gibt es eine kurze Nachricht, ein paar Minuten bevor der Livestream startet, weil meine zeitliche Planung, die ist sowieso immer für einen Eimer. Heute hatte ich mich richtig schön auf 15 Uhr eingestellt, ist dann aber schon 14:30 Uhr geworden, weil hier einfach so viel passiert ist. Also wir sind so holter die Polter in den Stream gestartet. Nur Crest fragt, wieso kann sowas schwimmen? Ja, das ist halt pure Physik. Ne? Das hat halt einfach was mit der Verdrängung zu tun. Das heißt, dieses Schiff verdrängt halt diese ganze Wassermasse. Und das, was verdrängt wird, will auch quasi wieder zurück von da, wo es verdrängt wird. Und durch dieses quasi Zurückdrängen wird dann halt dort ein gewisses Gleichgewicht hergestellt. Und dann kann das Schiff schwimmen. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs laienhaft richtig erklärt. Aber Verdrängung ist da das Stichwort. Das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwelche besonderen Materialien verwendet werden. Sven, du hast absolut recht. Mit der wenigen Ladung sieht das alles nicht so spektakulär groß aus. Anthony Roberts, thanks for 5 gifted memberships. Und Nicole ist seit 10 Monaten dabei. Danke, Nicole. Der Gemüsekoch möchte wissen, wie viel Tiefgang aktuell der Hamburger Hafen hat, beziehungsweise er meint wahrscheinlich, wie viel Tiefgang die Schiffe maximal haben können. Wir hatten das letztens, das hat letztens jemand von euch rausgesucht, weil ich mir das nicht merken kann. Ich meine, das ist irgendwas mit um die 14 Meter. Und ja, die Elbvertiefung, die halt hier stattgefunden hat in den letzten Jahren, die hat nicht so richtig gefruchtet. Also da hat man sich deutlich mehr von versprochen. Gab sogar letzte oder vorletzte Woche in den Medien ein Zitat, wo, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, mit Verkehr zu tun hat, sinngemäß gesagt hat, Elbvertiefung ist gescheitert. Ja, der Vrosch schreibt, gerade euren Kanal gefunden und sein Opa, ehemaliger Kapitän, würde sich bestimmt interessieren. Wann streamt ihr denn immer? Ja,
Das ist so ein bisschen der Krux an unserem Kanal. Wir sind quasi Sklaven des Wetters und der Schiffsfahrpläne. Es gibt Tage, da gibt es keinen Stream und wir haben bestes Wetter. Dann gibt es Tage, da haben wir mega Verkehr und es schüttet in Strömen. Und dann gibt es Tage wie heute, da haben wir super Schiffsverkehr und ein tolles Wetter und dann streamen wir. So richtig lange im Voraus kann ich das leider immer nicht sagen. Und deshalb haben wir ja diese Geschichte mit dem WhatsApp-Kanal. Also da gibt es halt, wie gesagt, circa 10, 15 Minuten, bevor es losgeht, eine Nachricht. Und dann haben eigentlich immer alle genug Zeit einzuschalten. Manche Streams sind auch ein bisschen länger geplant, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag die Fletfahrt mit Barkassen-Ehlers. Was auch immer absehbar ist, sind natürlich so die Kreuzfahrer, die sich ja immer ganz gut an ihre Zeiten halten. Samstag haben wir Aida Nova, Aida Sol. Aber bei den Containerschiffen ist immer so viel Bewegung drin. Wir hatten die One Innovation, Mensch, die hätte ich so gerne gezeigt. Die soll jetzt, glaube ich, heute Nacht um 4 oder 5 kommen. Nervt mich. So schönes Schiff, schön in Pink. Dann warten wir auf die Callao Express. Die soll Samstagabend um 19 Uhr reinkommen. Würde ich aber auch noch nicht unterschreiben, dass das was wird. Da ist Torben an Bord und will persönlich das Typhon schwingen. Also ich hoffe, der Opa hat WhatsApp. Aber mittlerweile ist es doch auch so, dass die Opas, die gehen ja mittlerweile schon als Digital Natives raus. Also wenn ich bedenke, ich bin ja jetzt auch schon locker Ü50 und bin quasi schon so ein bisschen, ja, so in meinem Ende der Jugend und dann so Anfang der, als ich 20, so 18, 19, 20 wurde, da ist bei mir das ganze Thema Internet sehr, sehr präsent gewesen. Und ich sag mal, wenn sich da jemand mit 20, 30 Jahren für das Thema in den 90ern interessiert hat, der könnte heute Opa sein. Also ist noch lange nicht gesagt, dass ein Opa nichts mit IT, Smartphones und Ähnlichem zu tun hat. Der Gemüsekoch fragt auch noch mal, ob nicht auch mal im Gespräch war, Schiffe an andere Häfen zu verlegen. Was du bestimmt meinst, war die Geschichte mit Maersk. Maersk hat ja ein bisschen umgeroutet durch die Allianz mit Hapag-Lloyd und da sind halt einige von den Großen jetzt unterwegs nach Wilhelmshaven, Bremerhaven. Ja, und die sind natürlich strategisch besser zu erreichen. Ne? Wilhelmshaven, einmal Blinker setzen von der Nordsee, rechts ranfahren. Hamburg, 6, 7 Stunden Revierfahrt. Captain Igloo, Captain Igloo. Ach, guck mal, da hinten geht auch gerade was aus Fuhlsbüttel hoch. Moin. Bitte? Ja, da ist ein Flugzeug, genau. Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich es verloren. Doch, da. Der startet gerade in Fuhlsbüttel.
Langsam kommt sie näher. Ach, schade, ey, dass sie nicht voll ist. Wie so ein gerupftes Huhn. Schade, schade. Basti, danke für dein verschenktes Sub an Nurcrest. Ingrid schickt 5 € und fragt, welche Brennweite zum Fotografieren ist am Bubendei-Ufer empfehlenswert? Ja, Ingrid, die Antwort ist leider alle. Also wenn du hier die Schiffe wirklich in groß komplett drauf haben willst, dann brauchst du halt richtig Weitwinkel. Also dann ist 24 mm teilweise schon schwierig. Und wenn du dann aber ein paar Details machen möchtest, wenn du sagst, auch mal das Ganze ein bisschen aus der Nähe, dann dürfen das auch gerne 200-300 mm sein, wenn nicht sogar 400. Also hängt sehr stark davon ab, was du fotografieren möchtest. Eheberger, 65 Raider hüpfen rüber. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Und ihr seht gerade das größte Containerschiff der Welt. Gibt aber mehrere davon. Eins der größten Containerschiffe der Welt. Gibt mehrere baugleiche Typen. Oh, ich kann noch mal die große Kamera schwenken. Senior Schwimmkran scheint nämlich fertig zu sein. Jetzt habe ich den gar nicht rausfahren sehen. Da hätten wir natürlich mal gucken können, was der so geladen hat. Ja, das große Schiff kann natürlich wunderbar alleine fahren. Das braucht kein kleines, damit es gezogen wird. Das sind einfach die Schlepper, die helfen bei dem Manöver. Denn so ein 400-Meter-Koloss hier auf der Elbe, wenn der gleich gedreht werden muss, da ist dann teilweise nicht viel Platz und dafür sind die Schlepper da. Aber ansonsten kann er natürlich wunderbar alleine fahren. Ich mag ja das MSC-Logo auf dem Bug auch ganz gerne. So eine Schwinge irgendwie. Nennt man das Schwinge? Boah, guckt euch mal. Ich meine, der Schlepper, wie winzig der aussieht. Und dann dieser Schriftzug alleine, das Loreto an der Seite. Oh, Junge, Junge, Junge. Mal gucken, ob wir jetzt ein paar Minuten Ruhe von den Fähren haben. Danny, ich habe keine Ahnung, was mit diesen CMA-CGM-Schiffen ist. Auf Wikipedia steht, dass halt auch die gleiche Klasse von CMA-CGM in Auftrag gegeben wurde. Ich habe aber keine Infos darüber, ob, wie, wann und so weiter. Also ich habe auch nur das gesehen, was du auf Wikipedia gesehen hast. Also ich finde, nachdem MSC sich hier im Hafen so eingekauft hat, dürfen die auch mal ein bisschen hupen, wenn sie reinkommen, oder?
denen ja nun fast der halbe Hafen gehört. Vielleicht sind das auch schon so ein bisschen die Auswirkungen davon, dass MSC ja mehr Ladung nach Hamburg bringen wollte. Also die haben sich ja bekannterweise bei der Hala eingekauft mit 49,9%. Und ein Versprechen war, mehr Ladung nach Hamburg zu bringen. Bisher hat man diese Schiffe hier in Hamburg nicht gesehen. Also meines Wissens nach ist das erste Mal, dass diese Schiffsklasse in Hamburg ist. Und geht halt auch zum Burchard-Kai, Hala Terminal. Ansonsten war MSC halt immer sehr oft oder eigentlich fast immer beim Eurogate. Wobei, es war so ein bisschen gemixt. MSC haben wir auch öfter in Altenwerder gesehen. So, jetzt aber mal wenigstens ein Foto machen, auch wenn das, ja, liebe MSC, die Hamburg Süd hat dir aber ein bisschen die Show gestohlen. Imposant geht anders, oder? Oh, wie so ein gerupftes Hühnchen. Thorsten, ja, da ist jetzt ein Lotse an Bord, wahrscheinlich sogar auch 2. Und ihr seht auch, dass das Schiff alleine fährt und nicht geschleppt wird, daran, dass die Schleppleine hier durchhängt. Die Schlepper kommen erst richtig zum Einsatz, gleich wenn das Schiff gedreht wird. Oh, und Michi ist wieder unterwegs. Ich höre die Drohne. Ob ich noch schnell ein Foto hinbekomme hier. Ah ja, gerade so noch. Also meines Wissens nach fährt die noch nicht mit LNG. Oder ist die auch schon auf Dual Fuel? Weiß das jemand von euch, ob die schon LNG kann? Hier haben wir auch wieder diesen geraden Vorsteven, also vorne die Schnauze. Da ist kein Wulstbug unter Wasser. Ja, in der Tat soll das größte Containerschiff der Welt sein. Imposant geht anders, oder?
Ja, also von den Ausmaßen ist die gar nicht größer als die Evergreen-Schiffe. Das kann sogar sein, dass sie ein paar Zentimeter weniger in der Breite hat. Ich glaube, die Evergreen sind 61,50 und die hier hat 61,33 oder so. Was halt das Thema Größtes angeht, bin ich jetzt einfach nach der Transportkapazität gegangen und sie kann halt mit 24.300, ich glaube 64 Toy, kann sie halt am meisten Container transportieren. Und damit ist sie, zumindest was die Kapazität angeht, das größte Containerschiff der Welt. Aber mit Sicherheit weder das Schönste noch das Beeindruckendste. Und irgendwie auch niemand draußen, ne? Niemand hier irgendwie an Deck oder auf der Station. Aber die Rudermaschine hört man jetzt. Nagelneu ist sie auch nicht. 2023 wurde das Schiff in Dienst gestellt. Ich sehe einen Beluga, Leute. Vielleicht ist die Fähre gleich weg, wenn er hier ist. Wäre unüblich. Wäre äußerst unüblich. Also Bubendeiufer ist eigentlich nicht... Ja, tschüss. Ja, die springen jetzt auf die Fähre, da haben sie natürlich dann... Das ist natürlich auch etwas, was man vom Bubendeiufer machen kann. Einige von den Fotografen, die springen jetzt auf die Fähre und fahren dem Schiff hinterher, haben damit natürlich dann wirklich einen sensationellen Blick. Sollte man auch immer in Erwägung ziehen. Also, ich hätte einen Beluga für euch. Fähre düst ab. Meines Wissens nach vom Transportvolumen her das größte Transportflugzeug der Welt. Ich glaube, vom reinen Volumen her kann der Beluga sogar mehr transportieren als diese riesige Antonov, die ja leider zerstört wurde. Ich frage da jetzt auch mal für einen Freund, ist das wirklich so? Könnt ihr mir das bestätigen?
Zack, weg ist er. Und das Gute ist, so ein Containerschiff, da haben wir immer jede Menge Zeit. Also Kölner Keimwein, Volumen ja, Gewicht nein. Guck, das ist halt immer die Frage. Na, wonach bemisst man das Größte? Ja, größtes Containerschiff. Ist es die Länge? Ist es die Breite? Ist es die Anzahl der Container? Gibt mit Sicherheit einige Größen, nach denen man das größte Containerschiff der Welt bemessen könnte. Danny, ich kann dir nicht sagen, was der Unterschied zwischen MSC Milan und Loreto ist. Ich kenne die Milan gar nicht. Kommt die auch oder ist die da? Boah, MSC hat auch so viele Schiffe. Und MSC ist irgendwie gar nicht so präsent, finde ich. Ne? Also wir haben in den Streams, wir kennen immer sehr gut die Hapag-Lloyd-Schiffe. Das verfolgt man irgendwie immer. Die Evergreen-Schiffe sind sehr präsent, die One natürlich, die sind etwas seltener da. Aber auch die Maersk-Schiffe. Also ich habe so das Gefühl, dass ich da irgendwie so ein bisschen mehr die Schiffe kennenlerne und auch mehr so mit Namen kenne und zuordnen kann. Aber MSC ist irgendwie für mich gar nicht so präsent gewesen in den letzten Jahren hier in Hamburg. Und deshalb kenne ich da auch ganz, ganz viele Schiffe gar nicht. Ich kann da gar nichts zu sagen. Ach, die Milan soll heute rausgehen, okay. Wir haben auch noch, glaube ich, eine NYK, die rausgehen soll. Und eine Hyundai. Mal gucken, ob wir das alles noch mitnehmen können. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Drehmanöver von der MSC Loreto an. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es dann doch 3 Schlepper. Ah, ihr diskutiert schon. Also es ist tatsächlich so, vom Volumen her ist es der Beluga, aber vom Gewicht her, vom Transportgewicht auf keinen Fall. Ja, Anthony, MSC Fleet, approximately 900 vessels, 5,5 Millionen Toy. 900. Was hat Hapag-Lloyd? Ich meine, ich hätte letztens eine Meldung gelesen, dass sie jetzt die 300er-Marke überschritten haben mit Schiffen. Christian, die Schiffe dürfen so lange hier im Hamburger Hafen bleiben, wie sie wollen. Die Frage ist nur, ob das Sinn macht. Die wollen natürlich immer möglichst schnell wieder raus, da jeder zusätzliche Tag richtig Geld kostet. Und deshalb versuchen die natürlich, die Liegezeiten so kurz wie möglich zu halten. Aber theoretisch dürfen die hier, naja, ist natürlich auch Quatsch, weil die Plätze werden natürlich auch für andere Schiffe gebraucht. Also die können natürlich nicht beliebig lange hier bleiben. Aber es gibt ja jetzt kein vorgeschriebenes Limit, wie lange die da bleiben dürfen. Was aber auch, glaube ich, meiner Meinung nach nicht zur Diskussion steht, denn jede Reederei versucht, die Schiffe so schnell wie möglich wieder aus den Häfen zu bekommen. Ich finde, so von hinten mit dem Licht sieht sie dann doch ganz nett aus.
Ja, Fiete schreibt das auch nochmal. Liegekosten können 100.000 € am Tag sein. Wenn euch das genau interessiert, das ist übrigens alles öffentlich einsehbar. Also ihr könnt einfach mal googeln nach Hafengebühren Hala Hamburg. Dann bekommt ihr eine Preisliste von der Hala und da könnt ihr genau nachgucken, was es kostet, sein Schiff hier festzumachen. Ist nicht so ganz einfach, weil da gibt es ganz viele Zuschläge und Abschläge. Also gibt da verschiedenste Parameter, aber wenn ihr einfach mal so eine Hausnummer haben wollt, ist das gar nicht so verkehrt, das mal zu googeln und das PDF mal durchzugucken. Ja, von hinten wie ein Parkhaus. Ist was dran, Leute. Ist was dran. Ja, wie breit dürfen die Schiffe sein in Hamburg, damit sie noch entladen werden können? Also ich glaube hier diese 61,50 Meter ungefähr, das ist das Maximum, damit sie halt dann gerade noch, damit man halt noch an die äußerste Bay rankommt. Bei Maersk gab es letztens schon mal Probleme bei irgendeinem Schiff, wo sie mit den Kranen gar nicht an die letzte Reihe Container rankamen. Und am Burchard-Kai wurde ja jetzt auch aufgerüstet nochmal größere Kräne oder Krane, damit sie halt auch wirklich an die äußerste, also von der Pier aus gesehen, an die äußerste Reihe Container rankommen. Aber diese 61,50 oder 62 Meter ist sowieso momentan das Maximum. Viel größer, nee, also größere Containerschiffe gibt es nicht. Also ich glaube, diese 62 Meter ist einfach Feierabend. Und die können in Hamburg auch komplett abgefertigt werden. Es gibt noch so ein paar Containerbrücken, die jetzt aber gerade alle ausgetauscht werden, die das nicht packen. Aber es gibt mittlerweile genug Containerbrücken hier im Hafen, mit denen das wunderbar funktioniert. Wieso fehlt denn Brigitte, Mensch? Ist doch keine AIDA da. Jetzt sind dann übrigens auch die Schlepper ordentlich im Einsatz. Hinten die Schleppleine ist ordentlich gespannt. Denn so ein Manöver, also so eine Drehung, das könnte das Schiff jetzt aus eigener Kraft nicht hinbekommen. Aber es ist doch trotzdem irgendwie schön, sich das anzugucken, oder? Dass so eine riesige Maschine dann doch irgendwie so, ja, so sanft eingeparkt wird. Ohne große Geräusche, das Ganze macht keinen Krach. Also mich kann man damit abholen. Ja, diese Schiffe haben eine Besatzungsstärke von, kommt ein bisschen auf die Reederei an, bei Hapag-Lloyd weiß ich, dass es 27 sind bei dieser Schiffsgröße.
Kann aber durchaus auch sein, dass es Reedereien gibt, die sagen, Mensch, 22, 23 reichen. Irgendwie sowas in dieser Region wird das sein. Viel mehr als 27 dürften das nicht sein. Ich gehe davon aus, dass Hapag-Lloyd da schon verhältnismäßig üppig ausgerüstet ist mit Crew und tendenziell 1, 2 Leute mehr hat als andere Reedereien. Ja, alle, die später eingeschaltet haben, das ist tatsächlich das größte Containerschiff der Welt, beziehungsweise eins aus dieser Baureihe, die MSC Irina-Klasse. MSC Michel Capellini gibt es auch noch. Aber da geht es halt einfach um die maximale Transportkapazität. Das Schiff ist verdammt leer, das seht ihr jetzt. Also da würden locker noch teilweise 4, 5 Container übereinander passen. Von daher sieht es jetzt natürlich in keinster Weise imposant aus, aber es ist auch ganz interessant, wenn ihr mal seht, wie so ein Containerschiff aussieht, wenn er nicht Container. Aber das scheint Fairplay 96 zu sein, die uns vorhin schon eine kleine Freude bereitet haben. Okay, kleiner Aussetzer, aber ich glaube, nur kurz, oder? Ja, es gab ein kleines Schlepperballett vorhin am Anfang. Ein kleiner 360 von Fairplay 96. Wuselbild. Danke für die Info. NYK Demeter hatte ich auch noch auf dem Zettel. Stand planmäßig für 16:30 Uhr drin und ihr habt schon Schlepper gesehen. Super. Die würde ich doch auch gerne noch mitnehmen. Ja, was sagt der Pegelstand? Also aktuell sagt der St. Pauli-Pegel einen Pegelstand von 3,45 Meter über dem mittleren Hochwasser. Wasser läuft ab, das heißt, wir haben Ebbe. Wind kommt aus südwestlicher Richtung, hat aktuell 7,2 Knoten drauf. Das ist ungefähr eine Windstärke 3. Und die Strömung in Finkenwerder liegt aktuell bei 87 Zentimeter die Sekunde. Außerdem beträgt die aktuelle
Durchfahrtshöhe unter der Köhlbrandbrücke 51,90 Meter. Oh, Thorsten, du bist wohl das erste Mal dabei. Ja, du siehst hier einen Raddampfer, in der Tat. In der Tat, gehört hier zum Hafenbild. Das war wahrscheinlich die Louisiana Star. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hatte gerade mal die aktuellen Wetterdaten oder Wasserdaten angeguckt. Da seid ihr ja wieder. Aber das ist auch fies, dass ihr gerade mal schnell auf die Fähre springen könnt. Mach doch auf. Das ist echt Das ist fies. ein Bollerwagen, das geht, wir helfen dir. Vielleicht müsste ich das Stativ auf den Bollerwagen bauen, sodass ich das alles hinter mir herziehen kann. Ach, Torben hat neue Infos und sagt 15 Uhr am CTA Fest in Hamburg. Torben, Samstag oder Sonntag? Jetzt mal die spannende Frage. Aber gut was los heute, oder? Ach, das ist ja süß, oder? Das ist ja so niedlich. Leute, ich muss mal schnell hier einen Turboschwenk machen. Aber das ist ja echt süß. Die Friesland. Ist das ein süßes Bötchen. Ich weiß ganz genau, dass Tanja das richtig toll findet. Oh, und ein Horn gibt es auch noch von der Friesland. Oh, jetzt ist aber Party hier auf der Elbe. Dann hatten wir das größte Containerschiff der Welt und die kleinste Jolle der Welt. Obwohl, nee, Willis Boot ist noch kleiner. Das stimmt, der kündigt sich laut an. Stimmt. Also Torben meint Samstag. Ja, Torben, wir werden das mal im Blick behalten. Das letzte Wort ist ja erst gesprochen, wenn der Lotse an Bord ist und das Schiff unterwegs. Ja, guck, Tanja schreibt, sie liebt es. Ja, ja, das ist echt ein süßes Bötchen. Sebastian findet den Schriftzug geil. Ja, die Schrift ist irgendwie ganz cool, finde ich auch bei MSC, oder? Ist in der Tat. Schriftart gefällt mir. Ja, da ist sie auch gleich schon verschwunden. Ruckzuck geht das.
plötzlich total ruhig. Ja, dann warten wir mal auf die NYK Demeter, die dann als nächster Abgänger hier bei uns vor der Kamera erscheint. Die ist unterwegs mit 0,5 Knoten, hat Ziel Antwerpen, eine Länge von 294 Metern und eine Breite von 32 Metern. Wurde 2007 gebaut bzw. in den Dienst gestellt, fährt unter der Flagge von Panama und kann 4.888 Standardcontainer transportieren. Gebaut von Hyundai Heavy Industries in Korea. So. Dann nochmal ein dickes Dankeschön an den Ulrich, der eine Mitgliedschaft verschenkt hat. Ulrich, Dankeschön. Und auf Twitch gab es noch einen Sub. Der Markus hat seinen Prime-Sub dagelassen. Danke, ihr beiden. Boah, ist richtig warm jetzt hier in der Sonne. Habt ihr euch alle eingecremt? Ja, das braucht nicht. NYK Demeter geht raus. Irgendwie Hyundai, irgendeine Hyundai, warte mal. Hyundai Tokyo. Kleinkram. 294 Meter die NYK. Dafür zückt Anja nicht die Kamera. Nee, dafür nicht. Aber Anja, heute Nacht, die One Sehr witzig. In welcher Ja. Farbe? in Pink. Richtig. Die Zeit haben sie auch irgendwie dreimal geändert. Wo steht die denn aktuell? Auf 4 Uhr? Weiß nicht. Jedenfalls CTT, ne? Und dann wird CTT. sie Sonntag umgelegt, oder? Die soll einmal verholt werden zum Burchard Kai. Sonntag 19. Wahrscheinlich, wenn dann da frei ist. Stellst du dich denn heute Nacht, morgen früh dahin zum Stream? Naja, also der CTT wäre natürlich Deck 7. Da könnte ich mich schön da oben... Hast du da schon ein Bett stehen? Nö, aber eine Luftmatratze ist ja schnell organisiert. Ja, wir warten einen Moment auf die NYK Demeter. Guck mal, da im Hintergrund seht ihr auch den kurzen Olaf. Die berühmteste Bauruine der Welt oder zumindest Deutschlands. Welche war das? War das Innovation oder Intelligence? One Intelligence. Ist aber eine von den neueren, ne? Richtig intelligent, dass sie so früh Ja, sehr, sehr schade. One Intelligence. Ihr könnt ja gerne noch mal gucken. Als ich zuletzt geguckt hatte, stand die auf morgen früh 4 Uhr. (4 Uhr ist top für einen Sonnenaufgang. Ist das so? Wann ist denn aktuell Sonnenaufgang? Nee, 4 Uhr ist doch noch nicht Sonnenaufgang. Die Uhr wird zurückgestellt. Vergiss das. Richtig. Aber, nicht aber morgen noch nicht. Nee, von Sonntag auf Sonntag.
Morgen ist erstmal Freitag. Ja, aber die Queen Anne kommt Sonntag. Queen Anne, Victoria kommt Sonntag, genau. Dunkel. So, sehen wir denn irgendwo schon die NYK da rauskommen? Na, die braucht noch einen Moment. Die muss erstmal in Ruhe ablegen. Der Gemüsekoch möchte wissen, was der kleine Olaf ist. Ja, also, ihr habt ja vielleicht schon mal von dem Elbtower gehört. Ich glaube, da im Hintergrund fährt auch die NYK. Ja, das sollte der, ich glaube, das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden. 345 Meter, oder waren es 245? Also auf jeden Fall sehr hoch. Und dann ist die Firma Signa hier pleite gegangen, die das Ganze bauen wollte. Und seit über einem Jahr, ich glaube mittlerweile 1,5 Jahren, steht das Ding bei 100 Meter, seht ihr da im Hintergrund, als Bauruine. 100 Meter haben sie geschafft, ist ein Rohbau und seitdem tut sich nichts. Sollte jetzt weitergebaut werden, sollte ja ein neuer Investor für gesucht werden, auch angeblich gefunden. Da kommt übrigens die NYK Demeter raus aus dem Vorhafen. Aber jetzt ist auch schon wieder seit 2-3 Monaten Ruhe und man hört nichts. Oha, der Marienkäfer kommt rüber. 580 Landratten an Bord. Moin, ihr Landratten. Schön, dass ihr da seid hier im Hamburger Hafen. Wer auf Twitch den Marienkäfer nicht kennt, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Sehr schönes Charity-Projekt und auch wirklich unterhaltsame und gut gemachte Streams. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist definitiv eine gute Sache. Mensch, hier kommen ja wieder Infos rein. Leute, Demeter gehört zu den 12 olympischen Gottheiten, den Olympioi, und ist zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde, des Ackerbaus, der Ernte, des Getreides und der Saat. Demeters römischer Göttername ist Ceres. Cool. Da war ja jemand wirklich kreativ bei der Namenswahl. Matze, danke auch an dich für 5 € Superchat. Hätte mir vor 2 Jahren jemand etwas über Toy erzählt, da hätte ich ihn schräg angeguckt. Jetzt kann ich ohne Toy nicht mehr. Ich danke dir vielmals für das Lob, lieber Matze. Ja, Mensch, 294 Meter lang, die NYK Demeter. Hat vor einigen Jahren auch zu den größten Schiffen der Welt gehört. Heute schon fast ein Fieder. Naja, ein bisschen größer ist sie noch, aber im Vergleich zu den anderen Riesendingern, die wir haben, ist das hier eher eine handliche Größe. Ja, Supermap schreibt gerade, dass die One Intelligence im AIS als ETA 20 Uhr drin hat. Ja, dann passt das ja. Dann ist die ja wahrscheinlich 20 Uhr, oder ist sie um 4 Uhr hier. Das kommt hin. Ja, toi, toi, toi. Ist nicht toi, toi auch, sind das nicht auch Toiletten?
Irgendwie, was war doch da? Ist Toy nicht die, oder Toy Toy, ist das nicht die Konkurrenz zum Dixie-Klo? Cap San Lazaro, das war der heimliche Star heute. Absolut, Ja. absolut. Von den Hamburg Süd ist 3 Stück, glaube ich noch, ne? 2 oder 3 oder sowas. Irgendwie sowas. Die haben die fast alle umlackiert. Ja, da muss ich nochmal hin nach Waltershof. Das nutzt alles nichts. Ja, guck mal hier, Gerhard schreibt's. Für 4 Uhr steht die One drin. Und diese krummen Zeiten, 4:06 Uhr, die stehen ja übrigens dafür, dass das noch nicht so hundertprozentig sicher ist. Vielleicht haben wir ja das große Glück, dass sie die noch mal um 2-3 Stunden verschieben. Wobei, die müssen ja auch immer ein bisschen aufs Hochwasser gucken. Also wenn, dann verschieben sie es ja meistens um eine Hochwasserperiode. Ja, und Lotse 1 hat das hier auch irgendwie gerade ganz gemütlich. Wahrscheinlich wartet der auf die NYK Demeter. Mede. Hallo, wie geht's? Ja, gut geht's. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Auch mal wieder ein Gruß an alle stillen Zuschauer, die sogenannten Lurker. Wir freuen uns natürlich über jeden, der zuguckt, über jeden, der dabei ist. Wenn ihr einfach nur ein bisschen die Bilder genießen wollt, ein bisschen das Flair hier aus dem Hamburger Hafen mit ein bisschen Gesabbel, dann seid ihr hier genau richtig. Und jeder ist willkommen. Ihr müsst nicht unbedingt mega aktiv im Chat sein. Lustig ist immer, wenn wir dann mal fragen, schreibt doch alle stillen Zuschauer, schreibt doch mal ein Piep in den Chat. Dann wird's immer lustig. Nee, also rund um Vollmond oder Neumond ist eigentlich nicht mehr los. Ja, die Vermutung liegt natürlich nahe, dass vielleicht bei Vollmond oder Neumond eventuell ein bisschen mehr Flut ist, aber das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das eine Auswirkung hat, die sich auf den Schiffsverkehr in irgendeiner Weise auswirkt. Ja, jetzt kommen die ganzen Pieps. Ja, ist aber auch mal schön. Ihr wisst ja, so ein bisschen virtuellen Applaus braucht der Streamer auch immer. So eine kleine virtuelle Streicheleinheit. Oder ihr gönnt euch einfach einen leckeren Kaffee. Das geht auch.
Ja, auch auf der Demeter ist nicht so wahnsinnig viel Ladung drauf. Was hatten wir gesagt, wo die hin wollte? Antwerpen, oder? Das sind alles Bots, die jetzt Pieps schreiben. Ja, Hafengeburtstag sind wir auch wieder da. Da laufen auch gerade schon so ein bisschen Planung im Hintergrund. Cuxhaven, Thorsten steht immer noch ein bisschen auf der Wunschliste, aber nichts Konkretes. Es ist aber auch schwer, hier den Hamburger Hafen hier direkt zu toppen. Denn klar, Cuxhaven hast du natürlich den Vorteil, dass du auch den Verkehr hast vom Nordostseekanal. Das ist natürlich sehr interessant. Aber du hast halt hier in Hamburg so viel anderes zu gucken. Und gerade für so einen Stream ist es natürlich auch wichtig, dass immer so ein bisschen was passiert und man nicht einfach nur so ins Leere guckt. Aber ja, mal gucken, mal gucken. Nochmal etwas Werbung für Sonntag. Livestream von der Barkasse, von der Elas Barkasse. Uns fährt die liebe Claudia, die auch viele von euch schon kennen. Und diesmal machen wir nicht die klassische Hafenrundfahrt, sondern wir machen eine Fletfahrt. Fahren also quasi durch die kleinen Flete. Diese Fletfahrt wird von März bis ungefähr Oktober gemacht und am Sonntag ist Saisoneröffnung. Wir dürfen die erste Fahrt der Saison machen und streamen das dann auch. Wir haben ein paar Leute direkt so bei uns aus dem Freundeskreis eingeladen, die mit dabei sind. Schwester Hansen ist dabei. Auch einige vom Team, Remo und Antje, sind auf jeden Fall da. Der Basti ist da, Sebastian Kolze kommt auch. Aber wir haben zum Beispiel auch den Rainer von Druckverlust dabei. Also es wird eine illustre Runde. Und das Thema Community-Fahren, nachdem wir schon einige gefragt hatten, werden wir auch wieder angehen. Also ich denke, dass wir auch irgendwann gegen Sommer wieder eine Community-Fahrt anbieten werden, wo wir euch dann alle mitnehmen, wo wir dann wahrscheinlich auch wieder eine schöne große Hafenrundfahrt machen. Also was wir genau beim Hafengeburtstag machen, kann ich euch noch nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall nächste Woche mal wieder einen Termin und wenn sich das alles so ein bisschen festigt, dann kriegt ihr natürlich auch die Infos. Was ziemlich fest steht für einen Hafengeburtstag, sind Auslauf- und Einlaufparade der Schiffe. Das streamen wir diesmal vom Dach des Gin Hotels. Und im Gin Hotel gibt es dann auch die Hamburg Hafen Live Lounge. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr dann raufkommen, könnt da oben einen Hamburg Hafen Live Drink nehmen. Es wird gegrillt und dabei dann die Einlaufparade bzw. die Auslaufparade angeguckt und wir streamen das Ganze nebenbei. Wenn ihr da Bock drauf habt, müsst ihr euch allerdings anmelden. Die Anmeldung selber kostet nichts, aber die Plätze sind natürlich begrenzt da oben, also passen schon ein paar drauf. Aber da wir jetzt keine Ahnung haben, wie groß die Resonanz ist, ist es schon ganz gut, wenn ihr euch anmeldet. Und vielleicht haben wir ja noch mal den Link gleich im Chat.
Gleitet auch sehr langsam und majestätisch. Schlepper los, NYK Demeter ist frei. Und macht sich jetzt auf über die Elbe in die Deutsche Bucht und dann ab auf die Nordsee Richtung Antwerpen. Ja, richtig, auf der Portparty wollten wir eigentlich auch streamen in Rostock. Ist auch geplant. Steht fest im Kalender. Wow, was ist denn auf Twitch heute los? Leute, über 1000 Zuschauer. Das ist ja sensationell. Aber auch YouTube wieder ordentlich dabei. Leute, danke, danke. Also ihr seid echt krass. Mensch, weil alle Zuschauer zusammen ca. 3000 ist halt echt krass. Das ist wild, würde Rainer sagen. Das ist wild. Hanse Sale, noch nichts Konkretes. Also letztes Jahr war das ja ganz cool. Da hatte Conny uns ganz kurzfristig eingeladen, auf dem Schlepper mitzufahren. Das war eine extrem coole Geschichte. Vor allem auch hinterher diese Flugübung, diese Militärvorführung. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber bis jetzt noch nichts Konkretes. So, da ist sie endlich. Die NYK Demeter auf dem Weg nach Antwerpen. Sag mal, Ute, hast du eigentlich den Wesselfinder verschluckt? Das wollte ich dich schon immer fragen. Ute meldet gerade, VB Prompt ist an der CMA CGM Tivoli dran. Und der liebe Niklas ist auch mal wieder da. Sagt, oha, da kommt die Wilhelmsburg. Niklas, bist du drauf? Hast du Dienst auf der Wilhelmsburg? Ist das Niklas? Nee, das ist nicht Niklas, oder?
Ja, die Loreto ist schon durch. Wir haben jetzt gleich noch, ich muss jetzt gleich mal gucken, ob es sich noch lohnt, auf ein nächstes Schiff zu warten. Erstmal muss ich gleich mal schauen, was die Akkus hier so treiben. Wir warten jetzt mal ab, bis die Demeter ein bisschen weg ist. Dann gucke ich mal, was die Akkus treiben. Wetter ist definitiv eine 1. %, sagt der eine, der wichtigste. Wie lange streamen wir jetzt? Ich muss das mal hochrechnen, wie lange ich streamen kann mit einer Akkuladung. Wenn ich das richtig sehe, sind wir bei 2,5 Stunden. Ne? 2,5 Stunden, etwas über 60% verbraucht. Also ein bisschen können wir noch. Das Problem ist, das ist ein Akku, wenn ich den wechsle, ist der Stream für ein paar Minuten richtig weg. Das muss ich mal ein bisschen umbauen. Da habe ich noch keine Lösung für einen Hot Swap vom Akku. Oder ich muss da mal eine etwas größere Powerbank dranhängen. Okay, Zeit für einen kleinen Snack. Na, was Lüttes habe ich da für euch.
Was Lüdes. Zeit für ein paar Dankeschön. Andi der Sattelschlepper hat 5 Mitgliedschaften dagelassen. Danke für die Memberbombe. Der Bunny, 2 €. Schicken Piep aus dem Homeoffice. Toffifeenstaub, auch 2 € Superchat mit. Schreibt tolle Impressionen aus Hamburg. Nochmal Andi der Sattelschlepper mit 5 Schweizer Franken. Für einen kräftigen Applaus für Paddy mit Trommelwirbel. Schwarzbart-Jürgen lässt auf Twitch eine Subbombe explodieren mit 5 Subs. Und Tony Roberts, 10 €. Tony, thank you very much. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Moment, wo ist sie denn? Oha, auf Twitch haben wir 20.000 Follower geknackt. Sensationell, ihr Lieben, sensationell. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ja, sorry für das Knuspern jetzt. Ich hätte das Mikro natürlich mal abnehmen können. Aber ich weiß, ihr seid ja gerne live mittendrin dabei. Auch quasi in meinem Essen. Ich weiß schon, wie ich das mache demnächst mit der Stromversorgung. Ich weiß schon, wie ich das mache. Ja, wen haben wir denn da? Den Lüden. Das ist die Iepborg. Süße 89 Meter Länge. 12 Meter Breite. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fällt sie damit nicht in die Lotsenpflicht. Ist von 2009 und möchte jetzt gerne nach Dublin in Irland. Kann 95 Toy transportieren. Momentan sieht sie aber eher aus, als wenn sie nur was gebracht hat und ziemlich leer zurückfährt. Sag mal, hatten wir nicht noch einen Beluga auf dem Zettel? Aber ich glaube erst irgendwie 18 Uhr oder so, ne? Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Bis die Tage mal wieder. Ja, komm gut zurück, ne? Schönen Abend, genießt es noch. Ja, ich schaue nachher auf dem Schiff erstmal den Stream nach.
Du hast es ja live erlebt. Ja. Super Kanal, super Arbeit, muss ich sagen. Ich danke dir. Also absolut 100%. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ute, danke für die Tivoli. Von wo kommt denn die überhaupt? Von welchem Terminal? Könnte jetzt natürlich nachgucken, aber gute Fragen ist irgendwie immer einfacher. Ach, und an der Hyundai Tokyo habt ihr auch schon einen Schlepper entdeckt. Super. Ja, Hyundai Tokyo ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich als Streetlander anpeile. Hier denn los? Captain Igloo. Ah, schade. Etwas zu spät. Ah, vom CTA kommt die. Danke für die Info. Aber einen kleinen Moment braucht die dann ja noch, weil bis die erstmal unter der Brücke durch ist. Hallo 8283, ich stehe hier am Bubendei-Ufer. Fähranleger Bubendei-Ufer. Guck mal, und die Eiseldelta. Nee, ist das die Eiseldelta? Ich muss mal genau. Ja, ist die Eiseldelta. Eiseldelta ist voll. Hat fertig gebaggert. Ach, die Tivoli fährt nach Bremerhaven. Ja, das ist ja super. Dann wird die ja nicht nur verholt, dann geht die ja raus. Mensch, dann hätten wir ja noch ein richtiges Highlight. Ich mag die ja total gerne, die neuen CMA CGM Feeder. Das wäre ja ein richtiger schöner Abschluss. Aus Waltershof kommt noch eine kleine Containerschude. Die sieht man hier halt auch sehr viel im Hafen. Die verteilen Container unter den Terminals. Guck mal, der hat sogar noch eine zweite an der Seite.
Ja, genau. Da, wo der Anleger am meisten schaukelt, da stehe ich immer. Ist was dran. Ja, es ist, wie gesagt, jeder Standort hat Vorteile, hat Nachteile. Ne? Es ist die Sicht, es ist, was man genau sieht, aber Licht spielt natürlich auch immer eine Rolle. Also, es gibt so viele tolle Standorte hier in Hamburg, wo man so schön Schiffe gucken kann. Aber Bubendeiufer gehört, würde ich mal sagen, schon so zu den Top 3. Guck mal hier, Eiseldelta. Fett im Saft. Hat sich ordentlich einen weggebaggert. Aber da kommt ein Flugzeug. Es ist zwar kein Beluga, aber es ist ein Flugzeug. Also, wir können ein bisschen Planespotting machen. Oh, ich dachte gerade, was ist das denn? Da kommt da ein Kran ins Bild. Ach, ist das diese Airbus-eigene Fluglinie? Volotea oder so. Sind das nicht die, die nur für Airbus fliegen? Ach, Schal passt nicht so gut mit der Eiseldelta. Ich lasse mal ein bisschen mehr Raum, dann sieht man halt mal hier etwas Umgebung. Das ist doch auch mal schön, ne? Mit der Hafenfähre. Muss ja nicht immer voll drauf zoomen auf das Flugzeug. Matthias, wenn du mal wissen möchtest, wie ein Schlepper von unten aussieht, das kannst du einfach mal googeln. Also wenn du einfach mal googelst, wonach googelt man? Man muss am besten nach den Antriebsarten der Schlepper googeln, weil ich hatte auch mal nach Bildmaterial gesucht. Wonach sucht man da am besten? Ich hatte mal gesucht nach Unterschied ASD, Truck, RSD, TAC, nicht Truck, TAC. Und ich meine, da gibt es ein paar Bilder auch. Ich selber habe jetzt keine Fotos, die ich dir zeigen könnte. Ach, Volotea ist auch eine spanische Billigfluggesellschaft. Okay. Interessant. Ich dachte, das wäre so, das wäre eine reine Airbus-eigene Linie. Aber vielleicht, dann haben die ja wahrscheinlich einfach Volotea geschartert, oder? Fliegen die wahrscheinlich im Auftrag von Airbus. Junge, Junge, war das wieder ein
cooler Stream heute. War das eine Action? Wenn jetzt ein Beluga startet, kriege ich davon leider nichts mit, denn der Wind aus Südwesten, der lässt die Belugas in Richtung Süden starten und landen. Aber Fairplay 95 liegt gerade in der Norderwerft. Vielleicht kann man da bei der Hafenrundfahrt was sehen. Ja, stimmt. Jetzt kommen noch mal 3 Pötte hintereinander. Es ist jetzt auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Ich drehe auch gleich die Kamera um. Haben jetzt schönes Licht auf Hamburg. Ja, ihr habt den startenden Beluga vielleicht einmal kurz gehört. Aber zu sehen war da nichts. Aber für die Freunde der kleinen Schiffe haben wir hier noch was. John Musco, ist das nicht eins dieser Entsorgungsschiffe, die quasi Müll und so weiter wegfahren? Guck, der Hessenblitz hat es auch geschafft. Vom sonnigen Rheinufer. Ja, Sonne haben wir hier heute auch. Ich glaube, Wochenende soll auch nicht so schlecht werden mit dem Wetter. Andi Schnitzler, ich danke dir vielmals.
Hört sich an wie eine Waschmaschine. In der Tat. In der Tat. Für alle, die jetzt später reinkommen und den Streamtitel sehen mit dem größten Containerschiff der Welt, es ist leider schon da. Es ist schon durch. Wir hatten also wirklich einen ganz, ganz tollen Stream mit einem Quick Start. Hatten schon eine Tanzeinlage von Fairplay 96, haben ein Hamburg-Süd-Schiff gesehen mit noch der roten Hamburg-Süd-Lackierung, was meiner Meinung nach der eigentliche Star des Streams war. Und dann die MSC Loreto, eins der größten Containerschiffe der Welt, baugleich mit der MSC Irina, MSC Michel Capellini und glaube ich noch zwei. War aber jetzt nicht ganz so imposant, wie wir uns das erhofft hatten. War relativ spärlich beladen, also ja, schon groß, aber dann doch irgendwie nicht so, wie man sich das bei dem allergrößten vorstellt. So, dafür, Leute, Planespotting. A380 nach Finkenwerder. Ja, und so langsam müssten ja gleich auch mal unsere Kandidaten da kommen. Wen hatten wir noch? Die CMA CGM Tivoli. Dann hatten wir die Hyundai Tokyo, an der auch Fairplay 96 dran ist, sehr schön. Und MSC Milan hatten wir noch. Ja, Tevio, very beautiful day in Hamburg today. Very, very beautiful. It's lovely. Wen werden wir denn als erstes sehen? Milan war, glaube ich, nee, Hyundai Tokyo war noch nicht in Fahrt. Tivoli war in Fahrt. Ach, guck mal, wir haben noch was Kleines. Heute ist der Stream der kleinen Boote. Ein Heuler. Wie süß ist das denn bitte? Der Heuler. Oh, ist das nicht ein süßes Boot? Das ist eine glatte 10.
Richtig cooles kleines Schiffchen. Was ist denn das überhaupt? Was macht man denn damit? Ist das irgendwie ein Fischkutter oder? Süß ist gar kein Ausdruck dafür. Knuffig. Ist wahrscheinlich aus dem Miniaturwunderland ausgebrochen. Haut jetzt ab Richtung Nordsee. Oh, guck, die Tivoli fast verpasst. Mann, oh Mann, oh Mann. Guckt euch das an. Dieses geile Bild, die Tivoli vor der Elbphilharmonie mit dem Lotsen. Eskalation. Ha. Dieser Fischkutter beinahe ins Unglück gestürzt. Der Heuler ist als Schlepper geführt im Wesselfinder, okay. Ja, warum nicht? Nochmal ein echtes Highlight. CMA CGM Tivoli. Ich weiß gar nicht, wie viele Schiffe mittlerweile von dieser Baureihe fahren. 200 Meter lang, 2000 Toy. Ist so ziemlich das Größte, was durch den Nord-Ostsee-Kanal geht, je nach Tiefgang. Wenn sie zu schwer beladen sind und zu viel Tiefgang haben, dann passt es leider auch nicht mit dem Nord-Ostsee-Kanal. Oh, es wackelt. Es wackelt. Oh, hier ist noch mal eine interessante Info. Heuler für Angeltouren buchbar und außerdem geeignet zur Verschleppung von Pontons und Schiffen sowie als Schubboot, Wachboot, Tauchboot und Lieferant. Bis zu 12 Personen können damit befördert werden. Klingt nach meinem Boot. Ja, Tony. Really a beautiful ship. I like them as well. Mensch, wir haben aber auch heute ein Glück mehr.
Und nach dem Stream treffen wir uns dann alle bei Druckverlust. Okay, also von den CMA CGM Mermaid-Typschiffen wurden insgesamt 10 Stück in Auftrag gegeben und sind jetzt auch alle ausgeliefert und im Dienst. Herzlichen Dank für die Info. Ja, am Anfang kriegt man das alles noch so mit. Die Mermaid war die erste, ich glaube, die war die Hermitage die zweite und dann ging das irgendwie holter die Polter. Also ich hatte das Gefühl, dass die irgendwie im Monatstakt die neuen Schiffe ausgeliefert haben und irgendwann bin ich dann auch mit den Namen nicht mehr hinterhergekommen. Glaube auch nicht, dass alle 10 schon in Hamburg waren. Die werden wahrscheinlich teilweise andere Fahrtgebiete haben. Stefan, ja, die haben mit Sicherheit 2 Optionen für den Antrieb. Also alle Schiffe, die LNG haben, sind meistens sogenannte Dual-Fuel-Schiffe. Das heißt, sie können sowohl mit LNG als auch mit Diesel fahren. Ob es, also ich glaube gerade so bei den größeren Schiffen ist das überall so. Kann natürlich sein, dass kleinere auch schon wirklich reine LNG-Schiffe sind. Aber ich glaube, es ist eigentlich alles so auf Dual-Brennstoff ausgelegt. Ich kann euch ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, ob LNG jetzt komplett rußfrei verbrennt. Also klar, ne, da kommt natürlich jetzt oben eine schwarze Fahne aus dem Schornstein raus. Ich weiß gar nicht, ist LNG komplett rußfrei? Oder kann das auch sein, dass da selbst bei LNG oben ein dunkles Fähnchen weht? Lotse nähert sich auch schon. Ulrich Böcker hat noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Ulrich, Dankeschön. Und Mike ist da mit 2,49. Danke, ihr Lieben. Jetzt kommt der. Der Lotse ist auch mal wieder verantwortlich für das schöne Wackeln der Kamera. Okay, McCain meint, es verbrennt nahezu rußfrei. Ja, kann sein, dass die dann gerade mit Diesel unterwegs sind. Lotse leider, wie fast immer, Steuerbord. Das ist wiederum das Schöne am Elbstrand. Dann können wir ja gucken, wie hier der A380 einparkt.
Ach, schade, mit dem Flieger kriegen wir sie nicht rein. Jetzt könnte es aber sein, dass wir hier nochmal eine kleine Lichteskalation bekommen. Ach, verdammt. Schon wieder eine Fähre. Es ist eine Hassliebe. Grüße aus dem Düsseldorfer Hafen. Die haben einen Hafen, aber Binnenhafen. Ne? War es nicht Duisburg? Ach, war Duisburg nicht der größte Binnenhafen Europas? Oder war es Düsseldorf? Duisburg oder Düsseldorf? Hauptsache Ruhrgebiet. Oh je. Ich fürchte, jetzt werde ich gesteinigt. Jetzt werde ich gesteinigt. Verzeiht mir, Leute. Verzeiht mir. Da haben wir doch noch mal ein Sahnebild. Ich glaube, da kommt eine von den neuen Hybridfähren zurück. Die war wahrscheinlich die ganze Zeit da hinten in Finkenwerder im Einsatz. Rüschpark oder so. Ist die. Welche Linie ist das da hinten? Die 64. So, jetzt haben wir noch die Hyundai Tokyo, oder? Tony, bye bye. Thanks for watching. Also eins kann ich aber geografisch mal festhalten, ja? Sowohl Duisburg als auch Düsseldorf liegen südlich der Elbe. Und alles südlich der Elbe ist Norditalien.
Die Finkenwerder. Kommt schön gemächlich zurück. Sieht aus wie eine schöne Feierabendrunde. Ja, Merle sagt, Waltrop hat einen schönen Hafen. Waltrop hat auch ein Schiffshebewerk, ist das richtig? Oder zumindest in der Nähe ist eins. Und demnächst startet dort eine Ausstellung. Irgendwann Anfang April startet da eine Ausstellung und da geht es um Containerschiffe. Und in dieser Ausstellung gibt es auch ein paar Bilder von mir zu sehen. Ich weiß nicht, ob Tanja zufällig, wir haben eine Einladung bekommen zur Eröffnung. Ich weiß nicht, ob Tanja zufällig irgendwo diesen Flyer rumliegen hat und eventuell nochmal das Datum reinschreiben kann und wie das genau heißt und wann das ist. Aber vielleicht, wenn jemand aus dieser Gegend kommt, da bei Waltrop und Bock auf so eine Ausstellung hat. Ich meine, es startet am 6. oder 8. April oder so. Ja, Stefan, Hamburger sind Ostholländer. Auch das von mir aus, ja. Von mir aus, ja. Das ist eine von unseren neuen Hybridfähren. Die tuckert da schön rum, wird jetzt aber hier von der Kehrwieder, der Hapag-Lloyd-Fähre überholt. Guck mal, so ist Fähre doch auch super, wenn die einfach vorbeifahren. Eine Betriebsfahrt. So nennt sich das also. Betriebsfahrt, Jungs. Schön, schön. Nehmt mich doch mal mit auf eure Betriebsfahrten. Ah, guck mal, Tanja hat es rausgesucht. Die globale Box heißt die Ausstellung. 12.04. 25 bis 12.04. 26. Boah, ein ganzes Jahr geht die. Krass. Also es sind verschiedenste Bilder da. Ich glaube von mir, wahnsinnig viele sind das nicht. 4, 5 oder 6. Ich weiß gar nicht genau, was sie am Ende wirklich genommen haben von meinen Bildern. Aber ich freue mich natürlich trotzdem über jedes Bild, was da ausgestellt ist. Ja, krass, ein ganzes Jahr geht die Ausstellung. Vielleicht hat ja jemand von euch Lust, sich das anzugucken. Jo. Ihr Lieben, was ist denn hier jetzt mit Hyundai Tokyo? 17:30 sollte die abgehen. Dirk, Tanja hat gerade den Link in den Chat gepostet. Scroll mal ein bisschen nach oben.
Ja, ich glaube Hyundai Tokyo lag auch CTA. Die Bilder kann man auf der Webseite nicht sehen, aber wenn ihr meinen schönen Bildband habt, Seafarers, dann könnt ihr die Bilder alle sehen und noch viel mehr. Gibt es bei uns im Shop, die letzten Exemplare jetzt. Auf 3 Containerschiffen war ich unterwegs, habe daraus ein Bildband gemacht. Auf der Leverkusen Express, Valparaiso Express und auf der Callao Express, auf der Torben jetzt ist. Milan hat abgelegt und Hyundai Tokyo wohl auch. Oh, dann haben wir ja gleich wieder ein Rennen hier. Na, wenn ich zu weit reinzoome, kriegt die Kamera immer ein bisschen Übergewicht nach vorne, dann muss ich die immer fixieren. Guck, können wir Callisto auch ein bisschen beim Laden zugucken. Das mögt ihr doch auch immer. Ich könnte es stundenlang machen. Also einfach Containerschiff auf die Brücke setzen und ein paar Stunden zugucken, wie Container rauf und runter gehievt werden. Gibt eigentlich nichts Beruhigenderes. Ja, Schalina, wir sind noch da. Bei dem coolen Wetter und dem, was heute auf der Elbe los ist, wollten wir doch noch mal etwas das schöne Licht mitnehmen. Auch irgendwie geil, oder? Wie sich so eine Wand hier einfach durch das Wasser schiebt. Jetzt bräuchten wir ein bisschen mehr Welle. Schade. Ja, die Loreto ist schon durch, müsst ihr ein bisschen zurückspulen. Auf YouTube geht das ja. Auf Twitch kann man leider nicht zurückspulen.
Wer soll denn die Tiefgangsskala noch lesen? Guck mal, wie geil, der hat eine Piratenflagge hinten dran. Der Goliath. René der Troll, 5 €. Dankeschön. Stefan ist seit 12 Monaten dabei. Ein Jahr ist voll. Ja, vor einem Jahr war es Skalar, in der Tat, in der Tat. Und Ulrich Böcker verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Vielen Dank, ihr Lieben, für eure Unterstützung. Ja, da hatten wir wirklich ein paar sehr, sehr coole Schiffe heute, wie ich fand. Die MSC Loreto ist schon da. Für alle, die jetzt noch fragen. Ach, guck mal, Sophia Soraya, Mensch, heute bekommt jedes Schiffchen hier seinen Auftritt. Sorry für den Turboschwenk. Sophia Soraya, sieht vorne aber auch ganz cool aus, oder? Das U-Boot von hier aus, ich glaube nicht, weil das ist hinten, das liegt so ein bisschen weit links drin. Ich meine, das können wir von hier nicht sehen, das U-Boot, Jens.
bekommen aber noch mal den Lotsen von links. Auch immer gern gesehen. Lotse 3. Nicht mehr lange, dann ist das neue Lotsenboot im Einsatz. Die ersten Tests haben sie schon gefahren damit. Ich denke, so wahnsinnig lange wird es nicht mehr dauern. So, MSC Milan, meint ihr, wäre als nächstes dran? Kommt, glaube ich, alles aus dem Kühlbrand, wo wir jetzt drauf warten, oder? Ach, Milan kommt aus Waltershof. Okay. Here it comes. Also zumindest ein Schleppi, aber ein Schleppi kommt ja meistens mit irgendwas an der Leine. Möchte nach Bremerhaven die MSC Milan und hat eine Länge von 366 Metern. 51 Meter breit, also schon stattliche Größe, Baujahr 2024. Also ist schon ein amtliches Containerschiff. Besonders viel Tiefgang hat sie nicht. Man sieht also wunderbar den Wulstbug. Und ups, beim Wesselfinder steht gar nicht drin, wie viel Toy sie kann. Ich nehme mal an, das wird irgendwas so 13.000 bis 15.000 Toy sein. Gerne her mit den Infos, wenn ihr die habt. Mensch, das ist ja ein richtiger Big Ship Day dann heute. Ja, die hier ist noch gut im Saft, oder? Nee, die McGame, die war nicht in der Werft, die ist noch ziemlich neu. Die ist noch 2024. Also die sieht doch jetzt imposanter aus als die Loreto. Also was so ein paar Container mehr ausmachen. $15.576 Toy hat sie. Ja, Ulrich, heute ist schön abwechslungsreich, das stimmt. Ne? Das Einzige, was wir nicht hatten, ist ein Kreuzfahrer. Aber ich glaube, über mangelnde Kreuzfahrer-Streams kann sich hier niemand beschweren, oder?
Ich sag nur, täglich grüßt das Nova-Tier. Boah, was für ein High-Traffic-Tag. Und die kriegt jetzt natürlich auch die schöne Lichtdröhnung ab. Ja, Leute, ich mache ja Fotos. Also Leute, ich kann mir nicht helfen, aber ich finde einfach, die Bugdetails immer am schönsten. Bug ist einfach die schönste Stelle am Schiff. Boah, hat die wenig Tiefgang. Jo, und aus dem Kühlbrand kommt dann auch gleich die Hyundai Tokyo mit den Fairplay-Schleppern dran. Da ist Fairplay 96 mit Philipp wohl dran. Und wenn er noch auf der 96 ist. Aber erfahrungsgemäß kommen die Schlepper gar nicht bis hierher, die aus dem Kühlbrand begleiten. Die machen eigentlich, wenn das Schiff auf der Elbe ist, also hier auf dem Hauptstrom, dann machen die eigentlich relativ schnell los. Ja, ob das ein Kalenderfoto ist, Familie Iversen, das weiß ich noch nicht. Kalenderfotos, die brauchen immer so einen gewissen Touch. So ein gewisses Etwas. Mensch, die Milan hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel bei den Abgängern. Es liegt aber auch daran, weil die Eurogate-Segelliste echt so kacke zu durchsuchen ist. Aber jetzt geht der Schlepper ab und die machen das direkt hinterm Dalben. Könnt ihr nicht mal noch 10 Meter warten? Hallo? Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ja, Schlepper ist direkt hinterm Dalben. Oh, so ein schönes Bild. Gelbe Karte. Da ist sie. VB Spirit. Familie Iversen, Kalender mit 24 Bildern. Soll ich immer halbe Monate machen? Aber Leute, wo eine Fähre ist, ist auch eine zweite. Ich muss mal gerade ein Detailbild hier von dem schönen Bug machen. Das sieht ja wirklich noch toll aus.
fährt vorbei, die Wilhelmsburg. Dankeschön, Malte. War doch Malte auf der Wilhelmsburg, oder? Da ist doch gerade jemand lang gegangen. Okay, der ist wahrscheinlich reingegangen gerade. Ich würde sagen, der Lichtgewinner des Tages. Lichtgewinner des Tages, absolut. Oh, ich habe nur noch 11% Akku auf dem wichtigen Akku, der hier alles zusammenhält. Und wie gesagt, wenn der leer ist, ist der Stream sofort beendet. Aber das macht nichts, weil ich schon die Tokio sehe. Könnte sich zeitlich alles ausgehen. Ich habe schon eine Lösung mit der Stromversorgung. Was, von der Milan gibt es noch keine Fotos auf Marine Traffic? Ja, ich habe aber irgendwann aufgegeben, bei Marine Traffic Fotos hochzuladen. Tolle Reflexion. Richtig tolle Reflexion. Also wenn das nicht eine Postkarte ist, weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Oh, ist das geil. Ja, und von hinten kommt die Tokio angerauscht. Dieses Geräusch, was ihr übrigens ab und zu hört, das ist die Rudermaschine. Oh, guckt mal jetzt bitte, guckt euch mal diese Reflexion an. Ist geil, oder? Oh, Digga, ey. Ich krieg Schnappatmung. Lichtpsychose. Und das in 4K. Oh, ein Glück haben wir 4K. Dafür haben wir es gemacht. Genau dafür hat es sich gelohnt. Oh. Junge, Junge, Junge. Was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild?
Ja, absolut Cinema. Ich finde auch. Also wenn jemand von euch das auf dem großen Bildschirm guckt in 4K, das müsste doch jetzt richtig ballern. Ja, die Schlepper bei der Tokyo machen, glaube ich, gerade schon los. Oh, jetzt den richtigen Zeitpunkt. Die Tokyo sieht auch gerade so schön aus. Kommt uns gerade so schön entgegen. Haben wir genug von der Milan? Okay, ich schwenk mal rum. Ja, holt mal einen Arzt. Ah, die Schlepper sind leider schon ab. Aber das könnte gleich noch mal richtig nice werden. Mensch, Leute, drückt mal die Daumen, dass dieser verdammte Akku jetzt noch durchhält. Manchmal ist es ja so, dass die letzten Prozent viel schneller leer gehen. Oh, 8% hat er noch. Ich breche ins Essen, Leute. Also ich könnte jetzt versuchen, nee, wir warten jetzt einfach. Ich könnte jetzt auf die zweite Kamera gehen, dann wäre der Ton weg, da müsste ich umstöpseln. Das würde alles in allem circa 1 Minute dauern. Da wäre der Ton für 1 Minute weg, aber wir könnten dann natürlich noch mal den Sonnenuntergang so richtig genießen. Wenn ich das umstöpsel alles, dann wären wir ganz safe. Ihr hättet ein Bild von der zweiten Kamera, aber keinen Ton. Ja, Timo, Powerbank ja, aber ich muss es umstöpseln. Das Problem ist, dass ich den Stream einmal komplett raushauen muss. Einfach machen, oder? Pass auf. Ich bin jetzt gleich mal weg. Hallo? Müsste eigentlich wieder da sein. Ich müsste wieder da sein. Was war das? War keine Minute, ne? Waren 30, 35 Sekunden. Ja, als Technik-Nerd geht mir der Akku aus. Ja. Ja, wieder was gelernt fürs nächste Mal. Das Problem ist, dass dieses eine Teil, was damit Strom versorgt wird, hat keinen eigenen Akku. Das heißt, wenn ich die Powerbank wechsle, ist halt der Strom einmal komplett weg. Muss einfach ein größerer her. Ganz einfache Sache.
Ist ja alles vorhanden. Ich glaube, es lohnt sich aber, wenn wir gleich noch mal der HMM hinterher gucken. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar schöne Bilder, schöne Bilder. Ulrich Böcker hat noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Ulrich, danke dir vielmals. Ole Wambo, 100 Bits. Michael, 1972, ist seit 14 Monaten dabei. Finn Rasiel, herzlich willkommen bei unserem Kanal, ein neues Fischmarkt-Mitglied. Willkommen an Bord. Danny, Grüße aus Wasserburg, 19 Monate dabei. Alt Gofur lässt seinen Prime-Sub auf Twitch da. Und Brigitte Wennemann mit 2 € Superchat. Ganz lieben Dank. Ach Martin, hallo. Ja, Du hast ja mal wieder nicht hier erwischt. ja geil, oder? Richtig geil. Sensationell. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt. Jetzt werden wir gleich mal diesen alten Dampfer, diese Hyundai Tokyo, die ja für HMM fährt, in Charter wahrscheinlich, werden wir jetzt mal versuchen, gleich in schönstem Licht darzustellen. Wart mal ab, wie hübsch dieses Schiff gleich wird. Ich hätte hier was für die Sensationellkasse. Ja, Bitte. danke, danke. Das nehme ich gerne an. Eben. Geht alles in die Kasse. Du hast ja ein neues Stativ. Bitte? Du hast ja ein neues Stativ zusätzlich. Ja, so ein kleines. Ist gar nicht neu, ist eher ein Ja. altes. Sag mal, kann das sein, dass einige von euch überhaupt nicht live sind im Stream? Ich habe immer das Gefühl, dass ihr Dinge kommentiert, die schon eine Viertelstunde vorbei sind. Oh, die Neuland kommt auch. Oh, Fährenalarm. Oh, hier, die Neuland, komm, die kriegt auch noch mal Pornolicht. Nein, die Harburg. Bitte? Du hast eine sehr große Latenz damit. Ja, ja, ja. Latenz ist etwas höher dann. So, jetzt wartet ab, wenn jetzt gleich die Fähre weg ist. Ja, wenn. Los, geh weg. Guckt euch das mal an.
Leute, guckt euch das mal an hier. Wo ist denn der Beluga, der da noch kommen sollte? Du bist schon seit 3 Stunden hier, oder? Ja, Cool. aber ey, was ist denn das wieder für ein Stream heute? Er hat so geil angefangen und jetzt das hier als Finale. Guckt euch das mal an, wie ein Gemälde. Dieser Seelenverkäufer sieht gerade aus wie eines der schönsten Schiffe der Welt. Du machst deiner Berufung als Bildkomponist alle Ehre. Ja, danke dir. Sieht aber auch gerade richtig cool aus. Ja, war da nicht noch irgendwie ein Beluga in der Pipeline, der genau jetzt kommen könnte? Also, ich meine halt jetzt. Ach, 25 Minuten, okay. Ja, das ist ein bisschen... Das passt dann leider nicht mehr so ganz. Eiseldelta kommt zurück. Ist auch abgeladen. Die Überschriften bei dem Stettin-Stream sind noch etwas dürftig. Da steht für die ganzen Rest Versuch. Und da könnte man noch ein paar Stichworte dazu tun. Wie für den ganzen Restversuch. Also ab dem Moment, wo du Versuch als Überschrift hast. Du meinst die Kapitelmarker? Kapitelmarker meine ich, ja. Ach so, ja, schick mir gerne, wenn du da noch Ich irgendwas... mache da noch mal ein paar Stichworte, ja. schicke ich dir gerne. Ja. Rudermaschine, Hauptmaschine, Ja, ja. so das könnte man da noch einwenden. 18:49 Uhr schreibt Ronny, der Beluga. Wäre ja eigentlich Frevel, den nicht mitzunehmen, oder? Der Himmel wird noch ein bisschen nachbrennen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute bis zum Sonnenuntergang hier bleibe. Das hätte ich ja echt nicht gedacht. Gelegenheit macht Bilderdiebe. Ja, ganz genau. Ganz genau. Da hinten diese Leuchten. Ja, ja. So, Mensch, was hatte ich denn jetzt hier? Wen habe ich denn jetzt? Chrissy, 2 Euro habe ich das schon. Warte mal, wo habe ich denn aufgehört eben? Wo habe ich denn? Ach, ich fange einfach nochmal hier an. Altgofur mit einem Prime-Sub. Ich glaube, den hatten wir schon. Ganz egal. Nochmal. Brigitte Wennemann mit 2 Euro Superchat. Henrik Köster, 5 Euro. Paddy hat den Stecker gezogen. Ja. Kiezmische, ja, die hole ich mir nachher. Jens-Peter Jansen, 2 Euro. Paddy, der perfekte Tontechniker. Jens-Peter, nicht frech werden, ja. Ich danke dir vielmals. René der Troll macht ein Upgrade auf Speicherstadt. Chrissy ist dabei mit 2 Euro Superchat. Der Raylander verlängert auf Twitch im 7. Monat. Hansi Seehund ist für die Eskalation mit 2,49. Und Rudi 16, 5,99. Wunderschöne Bilder. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja, und plötzlich sieht doch das Schiff wie Träumchen aus. Per Mail willst du es haben. Bitte? Per Mail am besten. Also ich brauche halt immer die Zeitangabe. Ah ja.
Ich brauche immer den Zeitstempel, den ich da, weil sonst erscheint das nicht als anklickbares Kapitel. Ja, dann mache ich das. Also Beluga 20 Minuten, sagt ihr. Das habt ihr aber vor 5 Minuten auch schon gesagt. Mittlerweile müssten es doch 15 sein. Guck mal, eine schwatte Ente. Das sieht aber auch komisch aus, wenn die so schwarz ist, die Ente. Ja, das ist dieses Entenpärchen, was hier immer am Bubendeiufer abhängt. Die pennen auch immer hinter mir. Jetzt 6,48 Cheetah, heißt 6,48. Der Beluga braucht noch 6 Minuten 48. Auf die Sekunde genau. Oder 6:48 Uhr, er meint bestimmt, landet um 6, also um 18:48 Uhr. Okay. Ja, ihr wisst, manchmal ist die Leitung ein bisschen länger bei mir. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich lohnt, auf den Beluga zu warten. Ja, oder auf die Fähre, die da davor ist. Aber das könnte, ja, der braucht jetzt noch so 17 Minuten ungefähr. Die nächste Fähre kommt in 15 Minuten. Ja, gerade weg. Ja. Kann eine Lücke treffen. Okay, ihr Lieben, ich glaube, das wird ein schöner Abschluss des Streams, wenn wir jetzt noch auf den Beluga warten. Das könnte mit dem Licht ein tolles Bild geben. Ja, wir schwenken mal rüber. Das sieht auch gerade ganz nett aus. Concepto ist bei mir. 4K ist wirklich wunderschön. Ich finde auch, dass sich das lohnt. Zumindest bei solchen Streams, wo das Licht passt. Gibt leider noch ein paar Einschränkungen. Leider haben wir deswegen heute auf die Schleppercam verzichten müssen. Aber darum kümmere ich mich auch. Das ist nicht kompatibel, ja? Ich muss ich aber einmal hin zu den Jungs und was einstellen an der Schleppercam. Dann kriegen wir die auch in die 4K-Streams rein. Ich nehme mal an, dass ich den Stream von vorne noch mal angucken muss mit dem ganz Großen. Also, der ganz große war ja relativ spät, aber am Anfang hatten wir eine Hamburg Süd noch in roter Hamburg Süd Lackierung. Also Anfang des Streams war Holter die Polter, war richtig schön was los. Die MSC Loreto hat jetzt nicht ganz so überzeugt. Tatsächlich. Ja, trotzdem halt groß, trotzdem halt beeindruckendes Schiff. Also schon schön, aber war jetzt nicht so wow. Also da war die MSC Milan, fand ich doch noch mal einen Tacken schöner. Hat ja halt auch besseres Licht. Die hatte, ja, aber die sah auch neuer aus. Also es war insgesamt schon sehr, sehr schön. Ne? Und
Guck mal, selbst die Fähre sieht plötzlich, also selbst die Fähre sieht plötzlich aus wie ein Fotomotiv. Also ich finde, ein Fährenmotiv muss eigentlich auch in den Kalender, oder? Das habe ich zu spät geschaltet für ein Foto. Reingreifen. Sag mal, das gibt's doch nicht, dass da, guck dir mal bitte dieses Bild an mit dem Vogel. Jetzt kannst du nur hier auf dem Display sehen, das kannst du nicht. Ja, schön. Ey, was ist das denn jetzt Geiles? schön. Hallo? Ja, der Möwe da drauf. Ja, ist das eine Möwe? Ja. Ist das sicher? Also irgendein Vogel. Vielleicht auch ein Wellensittich. Boah, wie geil! Das könnte was Größeres sein als ein Möwe. Wie schön ist das denn bitte? Wunderschön. Leute, ich sag's jetzt nochmal für euch. Sensationell. Guck mal, zwei Möwen. Oh, so, und jetzt den Beluga darunter. Ah, ist das geil. 15 Minuten. Ja, die Sonne wird weg sein in 15 Minuten. Ja, dann ist sie weg. Das geht so schnell Er leider. hat noch 5 jetzt. Ja, das geht leider sehr, sehr schnell. Ich finde es trotzdem total schön. Die Vögel sind schön. Also ich finde es total schön gerade. Aber man kann auch nicht einen ganzen Kalender voll Sonnenuntergänge machen. Ne? Nein, leider nicht. Ich hab's auch nicht als Foto. Aber das Gute ist, bei 4K kannst du auch Standbilder nehmen. Das Sogar, reicht auch für einen Kalender. Ja, wir haben soeben den Kunstbereich betreten. Also findet ihr das nicht auch gerade so beruhigend? Da startet was bei Airbus. Muss ich erst mal hier gucken. Wird nach hinten rausgehen, ne? Bitte? Die geht nach hinten. Ja, da sehen wir nichts von dem Beluga. Mann, das hat sich doch gelohnt, hier nochmal umzustöpseln, den Akku. Jetzt kommt aber ein A380. Nein, nicht. Schade. Der Manu sagt Moin, ist gerade auf der Fähre. Ja, liebe Grüße zurück. Also vielleicht kriegen wir jetzt noch mal ein schönes Foto mit der Hamburgensie hin. Da ist hier ein Sportflieger.
Bitte? Sind da immer noch Vögel? Ja, aber die sind vor dem Hochhaus. Bei dir. Ja. Also das schöne Bild hatten wir eben schon. Ja. Okay. Beluga hinter mir. Rosengarten, okay. Aber warte mal, jetzt fährt da hinten die Fähre noch einmal durch. Kann das noch mal, taugt das noch mal was, das Bild, oder ist das zu dunkel? Ah, so ein bisschen. Nicht so der Knaller. Nicht so der Knaller. Richtige Abstimmung, der kommt kaum vorwärts hier. Beluga eventuell über der Elfi. Ich kann ja mal rumschwenken. Ja, die drehen manchmal da hinten noch mal so eine Platzrunde, ne? Das kann sein, dass die manchmal da hinten so... In der Richtung rüberfahren. Ja, ja. Aber der ist dann sehr weit weg. Siehst du den? Geht über den Fahnen. Tatsächlich! Du verflixtes Adlerauge. Oh, der ist aber echt weit weg. Verdammtes Adlerauge, Martin. Guck mal bitte, wie weit der weg ist, wenn ich hier rauszoome. Ist doch so. Der dreht jetzt darüber. Ja, ja, der dreht jetzt ein und wird dann gleich hier über die Elbe kommen. Cool. Bei mir ist, ich habe das gar nicht gesagt, ich war so hier in Action. Der Martin. Doch, du hattest mich begrüßt mit Namen. Ja, aber ich habe dich gar nicht so. Viele von euch kennen ihn von dem Stream auf der Stettin, wo er mit uns so einen wundervollen Versuch gemacht hat und dann auch alles so klasse erzählt hat. Ja, der war jetzt wirklich weit weg. Aber trotzdem, man hat ihn erkannt, glaube ich. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten. Vielleicht sehen wir ihn dann noch vor einem schönen Abendrothimmel. Das sieht gar nicht so verkehrt aus da hinten. Ich muss noch mal reingreifen hier und den, immer wenn ich da so reingreife, muss ich an dem Filter etwas drehen. Beziehungsweise ich könnte mal, damit das gleich besser passt, ich habe ja noch ein paar Minuten, mal kurz den Filter abdrehen. Noch ein bisschen mehr Spielraum im Licht gleich. Was ist das für ein Filter? Kohlfilter? Nee, ein ND-Filter. Bedeutet? Ist im Prinzip eine Sonnenbrille fürs Objektiv, Oh ja. weil es tagsüber zu hell ist zum Filmen. Mhm. Da muss man den quasi es künstlich dunkler machen. Ja, ja. Der Chat grüßt Martin, ja. Grüße zurück. Ja, René grüßt auch, ja. Ja, und irgendwann wird er da dann gleich erscheinen. Steffri, ich danke dir für deinen 4. Monat auf Twitch. Danke für deinen Prime-Sub und Ulrich Böcker. Ulrich, Mensch, noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, ihr beiden. Ja, die muss halt ein ganzes Stück einmal hinten rumfliegen, weil die muss ich ja quasi
mit in den Landeanflug von Fuhlsbüttel. Einreihen. Ich glaube, die müssen sich damit einreihen, zumindest das mit koordinieren, weil die, also, ich glaube, die Start-Landebahnen haben fast exakt die gleiche Richtung. Ja, von irgendwo da hinten wird er gleich kommen. Ja. Da ist der alte Schwede. Und da der Elbstrand. Da stehe ich ja auch ab und zu. Sehr, sehr schön, um das Wendemanöver hier vor dem Parkhafen zu sehen. Jetzt ist das Mikro auch auf Rot. So, ich wechsle mal einmal kurz das Mikro. Na. Müsste eigentlich wieder da sein. Hast du ihn? Ja, dann passt das ja. Liegt jetzt durch die Baumkronen. Hast du ihn gefunden? Nee. Ah, ich habe ihn. Jetzt muss ich ihn nur mit der Kamera auch kriegen. Da. Da habe ich ihn. Ja, mal gucken. Könnte sein, dass das gleich noch ein schönes Abschlussbild gibt. Wird allerdings verhältnismäßig kurz sein. Denn wenn der da hinten runter geht, dann... Oh nein, jetzt kommt die Fähre. Jetzt kommt die Fähre. Ich brech ins Essen. Ja, die hat genug Zeit, um hier... Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und hier stehen Leute, die einsteigen wollen. Da können sie nicht mal durchwinken. Ja, das ist der Nachteil am Bubendeiufer. Fährengarantie. Kommst ja nicht nah genug ran mit dem Handy. Schafft aber echt die Bäume, meine Herren. Das ist doch sonst nicht so viel. Doch, das ist nur die Perspektive. Ja.
Genau. Jetzt, sie ist da, die Fähre. Sie ist da. Ah. Oh, guck mal, aber hier, dann wenigstens mit A380 Doppelbild. Da. Naja, fast. Okay, vielleicht kriegen wir ihn aber noch mal hier. Vielleicht kriegen wir trotzdem da noch mal, wenn die Fähre jetzt nicht zumacht, das Bild. Da haben wir ihn noch mal. Ah, und jetzt kackt der Autofokus ab. Ja, sorry Leute, sorry. Es tut mir leid. Der scharf gemacht. Ja, der hat am Dalben hing der einmal fest. Aber naja. So ist das. Das ist, wie gesagt, das ist halt Bubenderufer. Also wer wirklich Garantie haben will für gute Flugzeugbilder, der geht nicht unbedingt zum Buben. Also klar, zum Fotografieren kannst du dich natürlich oben hinstellen, dann passt das auch sehr gut. Ne? Das ist auch kein Ding. Ja, Mensch, ihr Lieben, ich warte jetzt noch mal kurz darauf, dass die Fähre sich wegdübelt. Auch da wartet auch schon die nächste. Ja, ihr Lieben, was ist denn jetzt mit dem Bild passiert? Was macht denn die Kamera jetzt? Moment mal. Was ist denn hier jetzt passiert? Moment. Ach, was ist denn das jetzt? Nee, die Kamera ist